So, Freunde. Ja, willkommen zum vorletzten großen Stream des Jahres. Hört sich total melodramatisch an. Aber genau so ist es. Das ist der letzte große Stream vor dem Weihnachtsstream. Und ich meine, ich habe es ja schon mal angekündigt, ich möchte es aber nochmal klarstellen. Es wird mindestens die nächsten 3 Wochen nur einen Stream am Sonntag geben, den regulären. Und vielleicht zusätzlich noch an einem Samstag. Aber unter der Woche wird es keine Streams geben. Und ich kann euch ehrlich gesagt auch nicht versprechen, ob es immer einen Stream am Samstag oder vielleicht sogar am Sonntag geben wird. Die nächste Zeit wird unfassbar anstrengend. Es wird sich wahrscheinlich bis mindestens Anfang Dezember durchziehen, vielleicht sogar länger. Von daher bitte habt dafür Verständnis. Ich war gerade gestern unfassbar müde. Die Arbeit, das Pensum, was da jetzt gerade wieder auf mich zukommt. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich ja Vollzeit arbeite seit jetzt 16. Oktober. Und das merkt man richtig. Und ich mache das Ganze hobbymäßig. Ihr wisst, ich verdiene damit keinen Cent. Gar nichts aktuell. Was absolut kein Vorwurf ist. Aber von daher, ich mache das alles wirklich aus Spaß und für euch. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Also habt da bitte Verständnis für. Umso mehr freue ich mich auf den Stream heute. Und vor allem auch auf den Weihnachtsstream. Die BlizzCon dieses Jahr wird für mich und ich glaube für uns alle verdammt wichtig sein, denn wir wollen wissen, ob WoW Retail, ob das noch sage ich mal, auch für die Zukunft, ob das noch zeitgemäß ist. Wir wollen wissen, ob WoW Classic mit Classic Plus, und da sieht es ja stark nach aus, ob es da wirklich was gibt, was gerade irgendwie einen dazu bringt, vielleicht sogar den ganz, ganz alten Con nochmal spielen zu wollen. Und vor allem aber auch, und ich meine, die Fragen kamen jetzt schon seit einiger Zeit auf, wie wird WoW Classic im Hinblick auf Cataclysm? Und davon abgesehen haben wir noch ein für mich sehr großes Spiel, Diablo 4. Das heißt, das ist die Zukunft von Blizzard für uns, was die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre anbelangt. Und von daher ist es ganz wichtig zu sehen, ob Blizzard uns wieder beeindrucken kann, ob Blizzard uns überzeugen kann. Und ehrlich gesagt ist für mich die größte Ankündigung am heutigen Abend neben der WoW-Erweiterung, was Retail anbelangt, vor allem die Diablo 4 Expansion, die erste. Ich muss wirklich sagen, ich war gestern todtraurig, dass ich gestern keine Sekunde Diablo 4 spielen konnte. Mir macht das Game unfassbar viel Spaß. Ich bin total begeistert von der Season 2. Und ja, eigentlich war der Plan, dass ich Level 100 noch mache bis zum 8. November. Das fällt komplett flach. Ich versuche jetzt noch ein paar Level zu machen mit 82 oder so. Das klappt halt nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ich freue mich dafür auf den Januar, denn wir werden jetzt wirklich im November, Dezember richtig viel WoW spielen. WoW Retail wird ab nächste Woche Mittwoch wieder mein Main-Game sein. Mit Raiden werden wir sehen. Vielleicht spontan irgendwie random, aber auf jeden Fall im Plus wird ein großer Con sein. Und ich habe es jetzt auch nochmal versucht anzusprechen. Die Community, die wir jetzt gerade aufbauen, ich hoffe, Falco wird da genauso mitziehen, das ist uns verdammt wichtig. Wir haben eine Gilde, wir haben eine Ingame-Community und das ist uns wichtig. Und umso mehr wird es spannend sein zu sehen, wie 10.2 das Spiel nochmal vorantreiben wird, wie gut wir Retail auch für uns als, sag ich mal, Außenstehende, weil ich war lange Zeit Außenstehender, wie es wieder sein wird. Man darf nicht vergessen, ich war jetzt wieder um die 1,5 Jahre so einen Dreh, warte mal, genau überlegen. Also ich habe jetzt seit Mitte 2022 eigentlich nur Classic gespielt, WTLK Classic und Classic HC und habe dann immer mal wieder so ein bisschen WoW Retail reingeschaut, aber dass ich gesagt habe, es ist mein Main Game und dass ich da wirklich halt das Ganze wieder ein bisschen ernster angehe und mir auch Taktiken anschaue und Guides und Talentpunkte und wie auch immer, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und von daher bin ich halt umso gespannter, inwieweit mich 10.2 nochmal wirklich faszinieren kann. Und als ich das jetzt einer befreundeten Mitspielerin geschrieben habe, so nach dem Motto, ja, ab Mittwoch bin ich wieder in WoW Retail drin, da hieß direkt so, ja, ich habe schon 68er Char, so. Also, wir werden es einfach sehen. Ihr wisst, ich mache all das, was zeitlich geht, was vor allem auch von der Belastungsgrenze her geht. So sieht mein gesamter Content aus und ich glaube wirklich, dass WoW und auch Diablo uns heute überzeugen wird. Ich glaube, die nächste Expansion wird besser als Dragonflight für mich. Dragonflight fand ich
zum Großteil nicht so gut, wie alle sagen. Und ich glaube, dass die erste Expansion von Diablo 4 auf ein neues Niveau heben kann. Und ich bin super gespannt, ob wir heute wirklich so einen WTF-Moment haben werden. Und ich finde es wirklich cool, und das meine ich wirklich ernsthaft, dass uns Blizzard zum ersten Mal seit Bestehen der BlizzCon die Möglichkeit bietet, komplett kostenlos die gesamte Messe zu verfolgen. Und auch die Panels. Und deswegen wird es heute vor allem eine Mischung aus Zocken und sonst WoW, also uns die BlizzCon halt live anzuschauen und uns die Möglichkeit zu geben, es zu kommentieren, beziehungsweise mir zu kommentieren. Ich denke mal, Falco kommt bestimmt später heute noch dazu. Ich muss nochmal mit ihm schreiben. Aber ich habe vor, bis mir die Augen zufallen, zu streamen. Das heißt, wir gucken uns die Opening Ceremony an, wir gucken uns das erste Panel an und dann schauen wir mal. So, und wenn da noch irgendwie was ist, was interessant sein könnte, dann werden wir die Zeit überbrücken, indem wir WoW Retail oder Diablo 4 spielen. So, aber so wird's kommen, so ist der Plan und bis mir die Augen zufallen. Ich weiß nicht, wann das sein wird, vielleicht früher als man denkt. Ich streame heute sehr, sehr früh. Ich werde morgen dafür dann eben am Samstag arbeiten, weil ich heute einfach nicht mehr konnte. Von daher, wir schauen mal. Aber das ist für mich wirklich ein sehr wichtiger Stream, denn der Stream wird auch so ein bisschen, der Abend wird auch so ein bisschen für mich auch entscheiden, inwieweit Blizzard einen wirklich noch über längeren Zeitraum begeistern kann. Ja, jetzt habe ich genug gequatscht, das war jetzt genug Einleitung, wir gehen jetzt rein. Wir werden jetzt ungefähr so bis kurz vor 19 Uhr ein bisschen zocken, ein bisschen WoW Retail spielen, aber kein M Plus oder so, sondern einfach ein bisschen, ich möchte ein bisschen Werbung für das gesamte Projekt, ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber für den 10.2 Content, der jetzt auf und zukommt, so ein bisschen machen, nochmal die Community zeigen, ein bisschen meinen Priest leveln und was auch immer. Und natürlich möchte ich mit euch gemeinsam halt schon mal, dass wir uns auf die BlizzCon vorbereiten können und dann werden wir live die BlizzCon schauen. Und ja, während des Abends halt immer so ein bisschen hin und her wechseln zwischen Zocken, BlizzCon, Zocken, BlizzCon. Wir schauen mal. Ich bin super gespannt. Ich habe mir extra die letzten Wochen keine Leaks durchgeschaut, nichts gelesen, keine Videos dazu geschaut, obwohl es 1000 Leaks gibt und einer davon bestimmt definitiv stimmen wird. Wir lassen uns einfach wirklich in den heutigen Abend noch einmal richtig reinfallen und danach ja, freue ich mich halt auf den letzten großen Event-Stream Ende Dezember, der Weihnachtsstream. Da wird es wirklich großes Programm geben. Da bin ich jetzt schon in der Kopfphase, was ich da alles machen kann. Da werde ich mich auch vor allem mit Falco nochmal kurz schließen. Ich habe schon einige Ideen. Das wird auf jeden Fall ein großes Ding. Ich hoffe, wir machen das gemeinsam. Ich weiß nicht genau, wann das sein wird. Ich schätze mal, das könnte wait a second, Ende Dezember, wird auf jeden Fall ein Samstag sein. Ja, ich denke mal, es wird der 16. Dezember sein, der 16. Da habe ich auch, glaube ich, noch, oder doch, da habe ich doch was vor. Uff. Ja, der 23. Dezember wäre zu spät. Vielleicht machen wir auch einen Freitagsstream raus, das ist der 15. Dezember, also ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, oder der 17. Dezember, der Sonntag. Wir machen auf jeden Fall einen Weihnachtsstream mit, keine Ahnung, mit Verkleidung, mit Programm, mit Giveaway, was auch immer. Das wird es dieses Jahr genau wie letztes Jahr geben, das ist mir zu wichtig. Aber jetzt erstmal BlizzCon, ein bisschen zocken heute und dann die nächsten Wochen einfach strichen weniger, das Normale. Und dann halt den großen Abschluss dann Ende Dezember. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen jetzt rein und ich freue mich mega auf die BlizzCon. Ich kann euch das gar nicht in Worte fassen. Ich bin so gespannt, was die sich überlegt haben. Also ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass ich so richtig begeistert rausgehe, dass wir viel zu besprechen haben und dass es vielleicht sogar die eine andere Möglichkeit für einen Podcast geben wird am Sonntag. Gut, das dazu. Wir gehen jetzt rein und überbrücken ein bisschen die Zeit bis zur BlizzCon. Die beginnt um 19 Uhr unserer Zeit. Von daher kurz vor 19 Uhr gehen wir in die BlizzCon rein und bis dahin zocken wir einfach ein bisschen und haben eine gute Zeit. Ich mache ein bisschen Musik an. Jetzt. Viel Spaß. So, Freunde. Ich muss das Spiel, glaube ich, nur auswählen. Moment.
Also hier nochmal der Hinweis, das ist unsere Community. Ich weiß, es ist noch alles ganz am Anfang und so, noch ganz klein. Das ist die Gilde, wir sind auf Blackhand.eu. Wie gesagt, es wird keinen festen Raid geben, das kann ich jetzt schon sagen, bevor die Frage aufkommt, Tobi, wirst du wieder einen Raid anbieten, wie damals in, was war das? Ende BFA? Nee, was hast du? Doch, Ende BFA. Nee, Ende Challenge, so. Nee, wird es nicht geben. Aber spontan kann man immer noch gucken. Es wird keine festen Zeiten geben, aber man kann immer spontan gucken. Und es darf jeder hier dieser Community joinen, wer Bock drauf hat. Bitte habt dafür am besten ein Max-Level-Char. Item-Level ist nicht entscheidend, aber bitte Max-Level-Char. Denkt daran, dass es auch eine Community, die hier auch für Allianz und Horde freigegeben ist. Von daher nutzt die Chance bitte. Ich poste mal ganz kurz den Link rein. Ich weiß nicht, wer da ist, aber das ist ja auch für den Mitschnitt vielleicht ganz interessant. Ich glaube, der war's. Ach genau, hier ist nochmal, genau, hier haben wir es ja TLIDQ. Und dann habt ihr da die ganzen YouTube-Geschichten und so. Und am Ende steht da Gilde und In-Game-Community. Und der letzte Link, das ist der Link, da kommt ihr auf die Seite von Blizzard selbst. Und wenn ihr den nutzt, dann könnt ihr hier in-game, das wird ein Code angegeben. Und dann steht hier irgendwie Join or Create Community. Und hier gebt ihr diesen Link ein. Und dann kommt ihr direkt in die Community rein. So, und ich bitte euch, dass ihr das maximal mit 3 Chars macht. Macht das bitte nur mit Chars, die ihr auch spielen wollt. Und vielleicht für den Anfang am besten, wenn ihr nur ein Char habt, weil gerade ja zu 10.2 wird man nicht so viel Chars spielen können. Also macht wirklich 1 bis 2 maximal. Von mir ist 3 Chars, aber am besten 1 bis 2 Chars. Und kommt damit dann in die Community. Und ich werde versuchen, halt mit vielen Leuten zusammen zu zocken. Wie gesagt, zeitlich wird das alles knapper werden. Aber ich habe richtig Bock auf 10.2. Ich bin für meine Verhältnisse wirklich in Vorfreude. Und ja. Um die Zeit jetzt noch ein bisschen zu überbrücken, werden wir jetzt noch ein bisschen hier mit dem Priest einfach ein bisschen Dungeons machen. Und dann werden wir mal schauen. So. Gut, also hier. Wir nehmen Lich King, Dungeon, ich bin Heal. Auch wenn man denkt, ich wäre fast Damage Dealer, aber nein, ich bin Heal. So, ich schreibe jetzt nochmal die alte Community rein. Ach nee, die habe ich gar nicht auf dem Chart. Gut. Also ich habe wirklich Bock drauf. Ich hoffe, ihr macht da mit in 10.2. Wie gesagt, ab Mittwoch werde ich auch nicht mehr Diablo streamen. Ab Mittwoch ist Retail bis wahrscheinlich Mitte, Ende Januar mein Main Game. Also mindestens bis Anfang Januar. So, und wenn ihr Bock drauf habt, wäre es echt cool, wenn ihr mitmachen würdet. Ich weiß, Diablo 4 bedeutet mir viel, aber ich spiele einfach so gerne im Plus und ja, ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, eine gute Zeit. Jetzt habe ich schon vergessen, wie hier die... Wie alt ist denn jetzt... Warte mal, wo habe ich... Ich überlege gerade, wo ich ein Schild hatte.
So, wir sind fertig. Quest hatte ich schon. Okay. Also wir gehen rein, Freunde. Wir gehen aber sowas von rein. Mal die Musik jetzt kurz aus. Nee, kein anderes Video, ich wollte Musik aus. So, dann, das kann weg. So. Gehen wir mal hier hin. Kanal. Kanal. Oh, habe ich mich jetzt gerade doppelt. Event, wo ist das hier? Hallo. Durchsuchen. So. Wobei, das ist aber nicht der Hauptstream. Wo ist der Hauptstream? Wie ist das denn hier nicht? Besondere Events. Ja, es scheint der Hauptstream zu sein. So, Freunde. Hier. Dann muss ich mal kurz Game ausmachen. Und dann hier Bildschirmaufnahme. So. Oh, das passt jetzt. Sechs Minuten noch. Gute Musik haben sie auf jeden Fall.
sind gerade mal 50.000. Aber Maximum hat allein, wenn er sich den Stream anschaut, 10.000. Das ist nicht. Boah, wie kriegt man denn das hier weg? Nervig. Warte mal, ist das überhaupt richtig? Aber ja, muss. Krieg ich das da weg? So Leute, in 2 Minuten geht's los. Ich glaube, das wird heute eine richtig geile Gaudi, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird big. Ich sehe gerade, es gibt jetzt auf Netflix Spider-Man Across the Spider-Verse. Den habe ich noch nie gesehen. Der soll echt gut sein. Das müsste jetzt jemand losgehen eigentlich. Ich mache ein bisschen leiser. Aber eigentlich sollte es okay sein. 71.000 jetzt. Ist langsam ein bisschen voller. El show comenzará en breve. Verschiedenen Sprachen. Finde ich ganz cool gemacht, Ace. Hat was. Diffusion war bientôt. Achso, de diffusion. Naja, kein Französisch. Los geht's. Die ganzen Games.
War klar, dass dieses Warcraft Rumble natürlich auch wieder drankommt. Das wollen sie unbedingt heute unbedingt loswerden. Game on. This is BlizzCon 2023. Please welcome the president of Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. Let's go! How's everybody doing? Achso, ich muss noch umstellen, fällt mir auf, Moment. Oh, man. You know, this is the best gaming community. Warum läuft das eigentlich da? Hands down. Hands down. Thank you. Wow. So, jetzt. Hello, BlizzCon. You know, it is so Hat's vergessen umzustellen. back in person finally. All of us. Erstmal, dass man den mal irgendwie sieht, da auf der I BlizzCon. love you too. All of us at Blizzard have missed this so much. Man darf nicht vergessen, Herr Ibarra hat auch schon viel Scheiße gebaut in seiner kurzen Amtszeit. Also, That's too damn long. das haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht vergessen, was der teilweise von sich gegeben Where's hat. our heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Hat man nicht vergessen. Defenders of Azeroth? And gamers everywhere, welcome! Man merkt auch, dass die Halle nicht so gut auf ihn zu sprechen ist. We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us, and we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today, and we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. Muss sagen, ich würde auch mal irgendwann gerne mal zur BlizzCon. Das muss echt ein tolles Feeling sein. Now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. All die Bühne ist schon verdammt cool, da kann man nichts sagen. Also, hat was. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. Ah ja, jetzt geht's Just about the latest updates. Windows, nicht Windows, Xbox Game Pass. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities, communities you can be proud of to be part of. All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know. I've been there too. Ja, das war so klar, dass er es anspricht. Er sagt ja immer wieder, er hat auch hohe M+ und so gespielt. Er ist einer von uns und so. Ja, Mike Ibarra. Who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time? That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles,
And of course, Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what is going on in real Das ist life, interessant, er kommt ja eigentlich von no matter what game we're playing, Microsoft these friends are a constant I can always rely und on. jetzt ist er bei Blizzard und I jetzt know gibt es many halt of you den share that Microsoft-Deal. feeling. BlizzCon truly is about all of us, as players, as equals, as friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds, and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Now, many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Ja, ist ja klar, dass das kommt. Muss ja auch. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier, that we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Ah ja, jetzt kommt der Chef von Microsoft. Jetzt kommt der Chef von Microsoft. Over the years, he and I play a bunch of games together. Und ich muss sagen, der Chef von Microsoft, also von Xbox, ist schon ein cooler Typ. Also ich mag ihn. The CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Also ich mag ihn. Allein schon, wie die Halle reagiert und wie sie bei Mark Ibarra reagiert haben, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja, also, Thank you, Mike. And hello, everybody. da sieht man einen kleinen This Unterschied. is my first BlizzCon ever. And it's great to feel Ich bin gespannt, ob da jetzt ein großes Announcement kommt. you are the reason we make games. Your love for these games truly is inspiring. Weil ich freue mich echt auch drauf, wenn das im Recently Game Pass spent ist. so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 Erstmal werden für Diablo 4 machen, weil es keiner spielt. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Ah ja, da wurde es schon gesagt. Special place in the gaming industry for me as well. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft. Spawned the foundation of what esports would eventually become. Er spricht über die Games, die halt in den Game Pass kommen. Major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft Boah, mit großem Abstand, holy moly. changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Not only Ist auch noch beliebt, muss man sagen. but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. Ja, ich meine, Empower our new colleagues
Microsoft zu haben, ist schon nicht schlecht. Inclusion and collaboration to continue what they do best, redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near-future Earth, and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so Warten much wir to ab. look forward to in this show. Ich glaube auch, dass die BlizzCon dick werden wird. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception and have a great time at BlizzCon. Thank you. Aber krass, wie beliebt der jetzt schon ist. Bei mir, Mike Ibarra reagieren sie nicht so. Also das ist echt... How about that? You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games in the world. Damit meint er ganz klar Chris Madsen. Weil Chris Madsen wird zu 100% die nächste Erweiterung ankündigen. To thank our Blizzard team. Zu 100%. You Und ich hab Bock drauf, weil er ist der Einzige, der wirklich sowas rüberbringen kann. Chris Madsen hat lange gefehlt. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Blizzard gerade sehr viele richtig gute Entwickler, Entwicklerinnen und so verlassen. Also der Brain Drain, der packt auch gerade Blizzard. To exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. So, Mike Ibarra, jetzt mach hier mal ein bisschen, gib mal ein bisschen Gas jetzt. BlizzCon, Die Leute wollen was sehen. many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, on behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you. Thank you. Okay, jetzt kommen die Entwickler, also die Chefs der From the Entwickler. bottom of my heart, Ich denke mal, die werden mit Warcraft anfangen. present, and future. Thank you for your passion and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Everything we do Let's go! is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. Sagt einer, we love you too. Welcome Ja, ja, to ja. BlizzCon. So, los jetzt! Endlich. Jetzt ist gut. Mike Ibarra hat genug gesagt. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. Ja, zu Overwatch machen sie auch viel, glaube ich. Müssen sie auch. Da müssen sie richtig viel zu machen zu Overwatch 2. I'm gonna kick every one of you in the face.
promised land. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this! Mama's got you! I am him! I'm in my widow era now. Wow. Ja, das wird geil. Diese ganzen Tournaments, das wird richtig cool. And you out there, the fans? It's been a joy! Das wird richtig gut. Vor allem mit dem Guild Clash im WoW. Ja, Moritz, geht doch jetzt erst los. Time I showed you something. Geht mit Overwatch 2 los. Das war so klar. Die werden Overwatch 2 machen. Da machen sie Diablo 4. Da machen sie WoW. Welcome. Overwatch. WoW wird halt das große Ding, vor allem mit Classic Plus. Aber es gibt ganz viele, die Overwatch 2 richtig feiern, ja. Also die Overwatch einfach lieben. Und ich habe es ja auch gerne gespielt. Zwar immer nur als Mercy Overwatch 1, aber trotzdem. Noch nie den Menschen gesehen. Aaron Keller, noch nie gesehen. Since we first revealed Overwatch in 2014, Man merkt, dass sich da viel geändert hat. you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Every single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships. Ich denke mal, sie werden da jetzt eine Cinematic zeigen und Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, der Microsoft Game Pass ist riesig, was? Also, wenn du überlegst, was die more than 79 schon für, million lives saved by Baptiste. was die schon alles irgendwie für Games in dem Sinn drin haben. Die haben Bethesda und alles mögliche. Also die haben zum Beispiel sowas wie ein Elder Scrolls 6 in der Hinterhand, ja, also Microsoft ist riesig. Ja, es ist halt nicht exclusive, aber das ist ja auch gut so, weil ich glaube, exclusive alleine wird halt nicht reichen. Ich finde den Microsoft Game Pass interessant, vor allem, man muss halt mal gucken, wenn WoW halt nicht drin ist, okay, geht's nicht, aber sonst wäre das halt schon richtig gut eigentlich. Weiß ich nicht, spiele nicht, aber And the first set of Hero Mastery also Awards. Bethesda zu haben, ist schon And was. for those that just want something a little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles in Overwatch 2 neu ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass der eigentliche Story-Part, womit es damals angekündigt worden ist, bis heute, glaube ich, nicht released worden ist. Also sie müssen jetzt mal was machen. Das Spiel ist darauf ausgelegt. Ja. Ja, ich hoffe mal, dass sie jetzt mal ein bisschen was in Richtung Story machen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Also sie werden halt einen neuen Helden jetzt verkünden. Sie werden ein neues Cinematic zeigen, halt das Übliche. Aber ja, die meisten interessieren sich nicht dafür, deswegen wird das jetzt nicht so interessant sein. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. Aber der Typ ist auf jeden Fall sympathisch, kannst du sagen, was du willst. Ich mag den. Und man darf nicht vergessen, dass es für die einfach eine richtig krasse Hausnummer ist, da zu stehen, vor Tausenden von Leuten allein der Halle, und es gucken ja gerade, wie viel gucken zu? Allein in diesem Stream 118.000 Leute, also das ist für die schon ein großes Ding, ja. Das ist deren Arbeit über Jahre, und denen das mal jetzt zu zeigen, ich finde, das muss ein besonderes Feeling sein. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't. Okay, also die haben im Spiel scheinbar schon vieles verraten, so wie man raushört. Zero hints, especially not in our recent Samoa map. Now. Das ist krass, ich war da seit Jahren nicht mehr drin. Ich weiß gar nichts mehr zur Overwatch. Okay, jetzt kommt eine Cinematic. Ich glaube, die wird ganz gut, weil das können sie ja immer. Waren schon immer gut darin. Sorry to keep you all waiting.
Yep, that's my name, all right. This right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Ist so geil, wie der das eigene Video kommentiert, der Char. Das hat was. Alter, der Comedy-Faktor, der ist gut. Wie ihr sagt, irgendwie actual footage. Aber wenn gleich Chris Metzen auf die Bühne kommt und die nächste WoW-Erweiterung ankündigt, also ich sagte, da wird die gesamte Halle komplett ausrasten. Das wird komplett wahnsinnig. Und der wird das zu 100% machen. Es wird zu 100% Chris Metzen kommen. Denn da wartet jeder jetzt seit Monaten drauf. Der ist ja auch stark jetzt wieder in die Story und vor allem auch in die Entwicklung von WoW eingebunden. Und nicht nur für, ich glaube, Retail, sondern auch für Classic. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Ah, naja. Aber für die Leute, die es mögen, ja. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun. Aber das Video ist schon lustig. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject. Das ist schon 4 Jahre her. Ever since that Krass. first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Aus Samoa, ja. Malga, his name, it means Malga. mountain in Samoan. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one. The Rock ist ja auch aus Samoa, was? One of the core goals whenever we make an Overwatch character, Hätten sie dem doch irgendwie die Synchro irgendwie zukommen lassen können. we're always striving for greater authenticity and Das wäre cool, ey, wenn The Rock den sprechen würde. And with Malga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau. Malga's super fun. Ey, das ist cool. Die haben da einen Samoa It was awesome. Designer genommen, um die Tattoos, also die Tattoos auf dem Charakter zu designen. Das ist ja echt cool. We hope you love them as much as we do. Okay. Thank you. Der Typ ist echt lustig. Join us later today for a Malga deep dive panel taking place here at the BlizzCon Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create Malga and also how to best utilize his amazing abilities when he joins Overwatch in Season 8. Finally, Es gibt schon we know 8 Seasons. Malga's going to be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out. Jetzt mal so ein bisschen Werbung halt für die Tournaments. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage! Oh, what? What? Boah, Junge. Victory. They've overcome Ey, das war grad krass. and all along, the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful! And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more, back to where it all began. Each team can see their name on the championship trophy. The community Boah, die is sieht schön aus, die proud Trophäe. and the wait is finally over. I've missed you dearly! The Overwatch World Cup finals start now. Okay, ich hoffe, dass sie jetzt mal weitergehen, weil ich glaube, das war jetzt genug zur Overwatch. Please welcome Overwatch Esports host, Zoe Schwind. Okay, dann doch nicht. Ach, die macht das? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen.
Boah, das ist so lange her, dass ich die gesehen habe. All those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BlizzCon? Kennt ihr die noch? Ey, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, ohne Witz. After 4 years with the Overwatch World Kennt ihr die noch? This event has always been such a special event. Die hat damals It guten truly Content gemacht. serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players Was die from da around the anhat, world, ey. each with their unique takes on the playstyles, their different personalities. Ah, die ist cool. Also nicht, gegen die kann man nichts sagen, die ist echt cool. Die hat damals richtig guten Content gemacht. To see familiar faces Aber es ist lange her, muss man sagen. in the competitive Overwatch scene take the stage, form those star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community. Bin gespannt, wenn Falco I'm very kommt. honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. As you can see, so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Echt? Die sind da so gut drin? Ich hätte gedacht, dass die Chinesen oder so da die Eins sind. That's right. Krass. I tell you, Ich it's bin da not schon gonna seit be easy. Ewigkeiten mehr It's not gonna drin. be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Aber ich finde gut, dass sie in der Opening Ceremony das jetzt mal wirklich ansprechen, weil diese ganzen Tournaments und so, die haben ja nicht mehr so die Reichweite, wie es früher mal war. Was? Vor allem mit dieser Overwatch League, da haben sie ja wirklich teilweise ganz schön zurückgeschraubt. 500.000 $500.000, ey. Haben die Fans gemacht. Als ob Blizzard das machen würde. This year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch Esports history. Ah, okay. Also jeder bekommt ein bisschen was ab. So once again, thank you so, so much. So, tomorrow night, Aber ganz ehrlich, jetzt reicht das mit Overwatch. Die sollen mal weitermachen. champions, and you can catch all the matches and all the action live in Hall B as well as of course on stream. Wir haben es jetzt wirklich verstanden. Seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share. Ja, okay, da kommt noch was. Also die Opening Ceremony, ich glaube, die ist jetzt 1,5 Stunden oder so, Alter. Die ist ganz schön lang. Is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. Aber was ist mit der Story? Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode and special skins as part of an exciting collaboration with Le Sserafim, one of the biggest K-pop groups in the world. Noch nie gehört. Krass. Everyone can jump in game right now Le to start, Sserafim. as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, Le Sserafim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night in. Ach stimmt, ja, ja, das habe ich schon gehört. Ja, die machen das letzten Song dann, ja. Working on partnerships like this or what we did with One Punch Man. Das könnte sogar ganz cool werden. Punch Man ist ein cooler Anime, den kann ich euch empfehlen, wenn ihr noch nicht geschaut habt. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, One Punch Man ist cool. Muss ich sehr, sehr lachen. Da wird so viel irgendwie auf die Schippe genommen. Hammerlustig. But maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Okay. Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future.
Ja, ich meine, die haben auch jahrelang nur Blödsinn gemacht. Also da muss ja erstmal was kommen. Wie wär's denn mit einer Story? Echt so lustig. Ah, okay, die machen. This new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And Ich glaube, ich weiß, welche jetzt kommt. They say cherry blossoms are a sign Ja. of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Aber warum machen die das? Warum machen die nichts Neues? Ich verstehe nicht, dass man immer wieder sowas Altes nehmen muss. Weil es sieht schon gut aus, muss man sagen. Additionally, we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, ich meine, Sascha hat ja sehr viel Overwatch damals gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er es noch macht. Ich glaube nicht mehr, aber damals sehr viel. And with Seasons, one of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in Der 39. Held. we're releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Kommen 3 neue. A new damage hero venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look Ja, at Space für mich ist es nix. Aber für Leute, die das Game lieben, ist es halt ein großes Ding. and so much more. And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Mauga all weekend in-game, including Quick Play, going live right after the BlizzCon opening ceremony concludes. Okay, das ist schon cool. Kann man direkt spielen. We know you'll love him just as much as we do. Thank you all. We'll see you in game. So, was kommt jetzt? Kommt jetzt WoW oder kommt Diablo? By the blood of the willing, Diablo kommt! we call thee Diablo kommt! Diablo 4! home. Es kommt Diablo 4, die Erweiterung wird angekündigt. Dude, I am shaking so hard. Congratulations! The game is Boah, das wird jetzt big. Ich freue mich drauf. Ich bin so gespannt, was die jetzt ankündigen. Ich bin so fucking gespannt. Hell yeah, really? I will cry. That would be amazing. Boah, ich bin echt gespannt, was die jetzt ankündigen. Ohne Witz. Oh my god, that's so pretty. Laut Leak ist es ja wohl so, dass sie einen kompletten Overhaul machen. Also sprich, die gesamte Itemization irgendwie neu machen und so. Ich bin echt gespannt. Also. She looks like me. Und ich finde das Game immer noch gut, egal wer was dazu sagt. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Ja, der Butcher, der hat mich auch schon oft getötet. Instantly died. They revived me. Boah, das wird jetzt cool. Das wird jetzt richtig cool. There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go!
Ist jetzt die Frage, wer jetzt auf die Bühne kommt. Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful in sin. Boah, Lilith war so ein geiler Charakter. Ist so schade, dass die weg ist. You can pet the dogs, by the way. Ich gucken, ob jetzt eine richtig große Cinematic kommt. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Ah, Rod Ferguson kommt, okay. Aber ich glaube, es kommen mehrere. Also er ist für ganz Diablo zuständig, nicht nur für Diablo 4, ja? Ist wichtig. Der Typ ist auch so eine Witzfigur manchmal, egal. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, Krass, der war blind. as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team. Boah, wie geil, das wusste ich gar nicht. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Necromain for life. Er steht Necromancer. So, you know, we talk a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry. 4 Jahre her, ja. Boah, ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. A little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry. People who love Diablo as much as the Ja, aber bis jetzt war Diablo 4 nicht so stark. and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. Ja, das war geil. So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time. Das war nicht so geil. Wobei die Klasse cool ist, muss man sagen, die neue. Keiner hat da Bock drauf. You might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really want 60% der Spieler haben vorher noch ein Diablo gespielt. Von Diablo Immortal, das ist krass. 60%. It was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much. Ja, aber danach ging es auch schnell nach hinten, no? You know, we've played over 1.5 billion hours together so far. And it's Boah. your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. Ich glaube, die hauen erst die Cinematic raus und dann erklären sie was zur Expansion. Over 14,000 words long. Because that is how much our community has influenced and will continue to influence. Und ich könnte mir vorstellen, dass es um Baal geht. Baal oder Mephisto? Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building Ah ja, jetzt kommen die. and everything moving forward. Jetzt kommt. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Ich dachte, jetzt kommt hier der Chili. Production Director und Production Director. Hey BlizzCon. Tiffany Watt. Last time I was on stage. Ich kenne die irgendwie gar nicht. Announced Diablo 4. Echt? To with all of you is so awesome. Krass, kann mir nur The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback Chris that's in Wilson. Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given Jetzt reden die über die aktuelle Season. Junge, das interessiert keine Sau. Zeig das Neue. Oh Gott. Ja, das kennt doch jeder. Hi Patrick und danke für den Lurk. Ja, das wissen wir. Zeig das Neue. Boah, Junge. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, dass man jetzt erstmal was zur Season sagt.
So in the Season of Blood, we've rebalanced the in-game, letting you get to level. Ja, ich würde auch Level 100 schaffen, wenn ich jetzt in letzter Zeit mehr Zeit gehabt hätte. Aber so bis Mittwoch schaffe ich keine 100 mehr. 90 wäre noch ein gutes Ziel, aber... Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, Jetzt zeigt doch das Neue. there's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please keep that feedback. Ja, genau, also Itemization ist halt das Wichtigste überhaupt. Here's a few improvements that Weil da müssen sie noch ganz viel machen. Die Itemization ist teilweise noch komplett crap. over season to season and from the Eternal Realm. Das ist schon cool mit den Renown. Das muss ich auch sagen, dass das alles jetzt komplett übergreifend ist. Create even more characters and try different builds. A targeting dummy has been added to Kiyovershad as you can test Das ist der letzte Patch. this build before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Ja, Gott sei Dank, ey. Da haben sie schon ein bisschen was gemacht, aber da muss noch ganz viel kommen. So you can die almost twice as often. Naja, so hart sind die ja nicht Freed immer. up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for those. Aber was kommt jetzt? Ich bin so gespannt, was da kommt. Müsste ja bei einer Expansion müsste eigentlich die erste Klasse, die neue Klasse angekündigt werden. Starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. Oh! That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being. Die bringen wieder, das wusste ich gar nicht. Die bringen was aus Season 1 rein. December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. Ja, okay, das ist cool. Endlich sieht man das mal. That's another way to give you even more control over making just the right build. Wird doch mal Zeit, ehrlich gesagt. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Aber nur 6 Wochen lang? Will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. Ach, das ist so... As we near the end of Season of Blood, Okay. it'll be holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Ah ja, ein Event. Hm. For 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terror land, and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. Sleigh Ride. Also das ist nicht Be sure to schlecht. keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the Ich glaube, es wird doch keine Expansion geben, ehrlich gesagt. Also keine Ankündigung. creating a whole new type of weekly Ja, challenge Season 3 wird es ein Leaderboard geben. Sanctuary can compete for their class ranking against Das ist schon Ende Januar, darf man nicht vergessen. or anyone in the world. Watch out, Mikey Barra. I am coming for you. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the Seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. Cool. So, that's a quick look at where we are today. Ah, doch, es kommt was, es kommt was. Number one priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. Tatsächlich, die kündigen wirklich die Expansion an. Kommt jetzt eine Cinematic? It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, Die zeigen wirklich die Expansion. even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Die zeigen wirklich eine Cinematic, wie geil. Boah, Junge. Diablo 4 Cinematic. You abdicate
Das muss Baal sein, weil das könnte Diablo 2 sein, wie hier diese Region. Das ist Baal. Oder? Das ist doch hier Akt 3 von... Wobei Hatred... Coming late... Boah, das kommt erst Ende des Jahres. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Erst Ende des Jahres. Ich dachte, es kommt im Sommer. Krass. Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. Sag ich doch. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. Das ist die Region aus Diablo 2. New region comes new ways to play, new evils to vanquish, and of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Never seen before. Aber ich glaube, sie revealen es nicht. Ich glaube, es gibt einfach nur jetzt den Titel. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about Boah, it das this wird summer. big. Das wird Now, cool. before we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years. Aber Ende des Jahres, ey, We couldn't be more Junge. excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo Okay, jetzt müsste World of Warcraft kommen. where we'll be sharing more details about the expansion. Jetzt müsste WoW kommen. Some of the upcoming game changes. We'll also Also Moritz wieder aufwachen, jetzt müsste WoW kommen. So enjoy the rest of the show. Und ich glaube, jetzt erscheint Chris Metzen. Chris Metzen persönlich wird erscheinen. Da, geht um World of Warcraft. 240 Millionen. 30 years of storytelling. Wobei, das war gerade bei Overwatch. Hast du. Butters, go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the party before we all murder you. Ja, man kennt's. Ja, nächstes Jahr ist WoW 20 Jahre alt. Das muss man sich mal reinziehen. 20 Jahre ist WoW nächstes Jahr im November. Ja, das war schon lustig damals. Oh Gott, ey. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. Timing was perfect. That was fire. Okay, Leute. Das wird jetzt, glaube ich, echt krass. Ey, wenn Chris Metzen gleich erscheint, ich sag's euch, Aber wenn der erscheint, und der wird erscheinen. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. Ja, aber da geht's jetzt, glaube ich, eher um Classic. Die werden für die Ankündigung definitiv Chris Metzen nehmen. Also, 1000%ig. And thank you. John Haidt. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Boah. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Mephisto, das geile Stück. Ja, Falco geil mit der Ankündigung, oder? Diablo-Ankündigung. Ey, das wird big. Vor allem,
in dem Dschungel. Boah. Humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history. Right? Bist du schon zu Hause? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, are now parents. Right? Raising Aber die können halt einfach keine Stimmung erzeugen. Die können das nicht. Wenn Chris Metzen gleich auf die Bühne kommt, dann rastet die gesamte Halle aus. Das ist was ganz anderes einfach. that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Ich muss wirklich sagen, der kann das nicht. Also. Is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. For the Horde, sagt er wieder einmal. Ach Leute. Hey Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. For the Horde. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Jetzt fängt der mit Hearthstone an. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Keiner interessiert sich für dieses Game. Das können die noch 10.000 Mal ankündigen. Me too. Ach Puts the Gott. battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. Warcraft And Rumble. finally, World of Warcraft. Du machst dich gerade sehr unbeliebt, Falco. Wieso nicht Horde, wieso Allianz? Was soll das? Where we are the champions, fighting alongside each other in shared Ich will einfach, dass Chris Metzen kommt, dass da endlich mal Stimmung entsteht. Der kann das nicht. online communities and reimagine the enduring entertainment. Ist halt die Frage, ob die wirklich eine Cinematic schon ready haben oder ob die sowas anderes nehmen. First BlizzCon was introduced our Wow, first Falco. expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Ja, diese Bühne ist so geil, einfach. Und Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. ich bin gespannt, ob ich wirklich überzeugt sein werde von der Expansion. Brand new adventures that are about Ich meine, wir werden das hinterher alles noch in Ruhe hören, aber from all of us on the Warcraft team. ich denke mal, das geht jetzt noch bis 8:30, die Opening Ceremony. Jetzt kommt Chris Metzen, ich sage es euch. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Jetzt bringen die erst nach Hearthstone. Oh. Wie kann man denn so einen Hype wieder zerstören? Die fangen mit Warcraft an, um dann zu Hearthstone zu gehen. Hello, BlizzCon. Und vor allem, wer ist das? Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. Muss man überlegen, weil das gibt es schon seit 10 Jahren, das Game. Ist unfassbar. 10 Jahre. I'm getting old. It's a decade of telling tales around. Aber ich muss sagen, die Beta damals hat Bock gemacht. Die Beta hat richtig Bock gemacht. Ich habe es leider nur in der Beta wirklich gespielt. With friends in the battlegrounds. Or maybe you've just listened to the 10-hour. Es ist ein gutes Game, aber du musst halt einmal richtig drin sein, deswegen. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary. Falco, hast du jemals Hearthstone gespielt?
We have so much to enjoy before then. Ich muss sagen, auf dem Handy oder auf dem Tablet ist echt gut, aber Hearthstone and in Battleground. ich habe es wirklich wenig gespielt. We're setting the stage for a standoff. In Hearthstone's upcoming Showdown in the Showdown Badlands. in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, together they are destined for a grand adventure. Wie so eine kleine Cinematic kommt. Naja. Also man muss wirklich sagen, diese Liebe zum Detail auch bei den Hearthstone-Videos ist schon gut. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside. Der Frosch. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. Das könnte so ein neuer Spielmodus sein, theoretisch. Mit dem Zug, den vielleicht irgendwie bewachen oder so. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Let's sow these fires. War da gerade Kühe zu sehen? Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Ja, es geht gleich weiter. Es ist halt Hearthstone, muss es machen. Das Ding geht bis halb, denke ich mal, und gleich kommt Chris Metzen und dann ist die ganze BlizzCon gerettet. Ich sag's euch, es wird so kommen. Wenn der die Expansion ankündigt, die ganze Halle rastet komplett aus. Singleton decks are returning. With cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. Eine neutrale Karte. Him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherload of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Oh, guck mal, schon so nah. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce catch-up packs. Yeah. These are game-changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards, Und ihr sagt, meine Witze sind schlecht, ja? you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. Aber man muss die bezahlen, oder wie? The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. Sind sie All auch? our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you. Ach so, okay. Ja. Erste Mal, seit es die BlizzCon gibt, habe ich ja das Virtual Ticket nicht gekauft. Away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. Ja, aber
We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. Boah, Leute, macht doch jetzt endlich bei WoW weiter. Dieses Blabla. We're beginning your Hearthstone collection on November 14th. Die kann auch keinen Hype erzeugen. All right. Ja, ist krass, oder? I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started Ja, as an Jahre später haben sie einen Battlegrounds-Kram rausgemacht. play in the tavern. But playing together is what inspired the new mode we're debuting here today. Ah, es gibt einen neuen Modus. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up Gibt's schon länger? Ich habe keine alongside Ahnung. each other? Also für mich ist bis jetzt das Highlight ganz klar die Ankündigung für die Diablo 4 Erweiterung. Weil ich glaube, das wird richtig cool, auch von der Story her. Und sonst war halt nichts. Aber das sieht wirklich... Also wenn du da im Dschungel wieder bist, das ist nice. Also. Vor allem Hatred, es geht um Mephisto. So ist ja auch die Story ausgegangen. Also. Da geht es bestimmt auch eben mit den großen Charakteren weiter. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a Aber ich meine, hast du mitbekommen, Falco? In der dritten Season gibt es Leaderboards, ja? Und die dritte Season beginnt Ende Januar. Also es ist gar nicht mehr so lange hin. Also ich bin gespannt, was sie auf dem Panel sagen. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today. Weil, die werden auf jeden Fall, die werden bestimmt was zur Season 3 auf jeden Fall sagen, vielleicht auch zur Season 4, mal gucken. Aber Season 3, glaube ich, werden sie previewen. Müssen sie eigentlich, also, wenn sie zur Expansion nichts sagen. Aber trotzdem, Ende 2024 die Expansion, das ist echt verdammt spät, was? Das wäre jetzt noch ungefähr ein Jahr. Dann bist du ja schon in der fast 7. Season oder so. Kommt jetzt wieder dieses Warcraft Rumble, oder wie das heißt. Oh. Ja, ich finde auch, also... Aber ich meine dafür, wenn WoW wirklich halt als letztes kommt, dafür wird es halt am größten. Ja, also von daher... Ihr dürft nicht vergessen, es gibt gleich 3 Ankündigungen, da kann man ziemlich sicher sein. Classic Plus, Cataclysm Classic und die neue Retail-Erweiterung. Also das wird gleich big und vor allem, wenn das alles Prismessen irgendwie, wenn die jetzt zum Großteil das irgendwie rüberbringen. Weil den hast du seit Jahren nicht mehr gesehen. Der ist seit wie vielen Jahren weg gewesen? 5 Jahren oder so? Der ist schon so lange raus. Wenn der auf der Bühne gleich steht, das ist Wahnsinn. Nee, das wird keine Enttäuschung, kann ich dir jetzt schon sagen. Alleine Classic Plus, wenn das wirklich kommt, was das bedeutet, das wäre schon krass. Also. Alles andere beide kommt ja auf jeden Fall, aber Classic Plus ist halt schon so ein besonderes Ding. Aber das ist halt einfach jetzt so unnötig, ja. Das interessiert sich keiner für dieses Game. Das ist so wie mit Diablo Immortal. Ab heute ist das Spiel, glaube ich, draußen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich werde es nicht spielen. Vielleicht spielt ihr es auf dem Handy oder so, ich spiele es nicht.
You gotta love Anixia. She didn't even use deep breath there. Hello, BlizzCon. Du hast schon 2 Stunden gespielt? Oh Gott. We were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you. Wie lange war das denn eine Entwicklung? Auch schon über ein Jahr, was? And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Also was man sagen muss, ist halt, dass die wirklich sehr viel Liebe zum Detail da reingepackt haben. Aber meins ist es halt nicht. Aber ja. PvP mode and so much more. It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature versions of characters from the Warcraft universe to make your Boah, ich will jetzt endlich diese WoW-Erweiterung wissen. all over Azeroth. So, Das ist wirklich jetzt gerade Qual, dass man sich diesen Warcraft Rumble-Kram jetzt angucken muss. or Grom lead a horde of angry chickens, apparently. This is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from Aber sag mal, der redet noch. Sag mal, Horde, Beast, lasst mal bis Viertel nachreden. Da hätten wir 15 Minuten für alles von WoW. Das ist ja ein bisschen wenig, oder? BlackRock, Also eigentlich darf der jetzt nicht mehr so lange reden. inspired by some very familiar locations. Weil ich glaube, du brauchst um die 20 Minuten für alles, was WoW anbelangt. Towers, and eventually defeat the boss. Und das ist ja Sekunden, auf die Sekunde genau getimed alles, deswegen. Each one has their own unique mechanics. So you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face. Hiernach kommt direkt die Retail-Erweiterung, ja? Also den Panel können wir uns direkt weiter anschauen dann. Everything you love about Warcraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of Ja, aber ich finde, das ist schwierig, weil du hast halt Leute, die lieben Overwatch, du hast Leute, die lieben halt Hearthstone. Und für die ist das halt ein großes Ding. Also, gut, Warcraft Rumble vielleicht nicht unbedingt, aber you have something fun to do was willst du machen? every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your Das kommt ungefähr hin. Ich habe gesagt, der macht bis 10 nach. that we feel we got something really. Also ich glaube, das kommt hin. Also wir haben 20 Minuten für WoW jetzt. Let's take a look at the result. Ich schätze mal, dass das jetzt zeigt. Und dann denke ich mal, ist auch Feierabend. Dann geht's nach WoW. Junge. Hi Heiko. Ja, ich weiß. Ja, was willst du machen? Ist halt Mobile. I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come. Der muss jetzt eigentlich aufhören. At this point, we just can't wait for all of you to hop in and play. Es kommt ungefähr hin. 10 nach, 20 Minuten. Die ganzen kommen ja, denke ich mal, mindestens 3 Cinematics dann. Warcraft Rumble, available to download and play right now. Ja. Ich will jetzt endlich Chris Metzner auf der Bühne sehen. Das ist so viele Jahre her. Ich will, dass der jetzt endlich erscheint. Der kann jeden Kram erklären. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Whether you're a veteran of Azeroth, Und ihr sagt, ich mache schlechte Witze. Jetzt mal ohne Witz. Das war kein bisschen lustig. And for those of you looking for an especially unique challenge,
We even have a heroic campaign. Ja, es gibt ja diesen Guild Clash irgendwie, was? Ja, ja. Es wird ganz cool. Wieso World First? Werden die von der BlizzCon aus irgendwie World First Race streamen oder was? World First dauert dann noch. Was meinst du? Ist doch erst am 15., ne? 14. in den USA, 15. in Deutschland. Europa. Boah, ich glaube, der macht wirklich bis Film nach. Okay. And duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends. Es ist einfach wieder so großartig, wie sie die ganze Stimmung so runterziehen durch solche Games. Also, warum bringen die sowas nicht am Anfang? Ja, es gehört zu Warcraft, okay, aber keine Ahnung. We're going to be releasing a new mini with each season. Diablo-Emote. Aber die Diablo 4 Erweiterung, die Ankündigung war schon cool, nur leider sehr, sehr spät erst, was, Heiko? Ende 2024. Und es geht zurück in den Dschungel, in Diablo 2 da, und es geht um Mephisto. Also ich glaube, das wird schon cool. Und es gibt halt die erste neue Klasse dann. Ich bin aufs Panel gespannt, was sie zu Season 3 sagen. Ja, aber Moritz, jetzt kommt gleich WoW und dann willst du was anderes sagen. Ja? Just wait a second. Aber es gibt auch Raids, nicht schlecht. Ja, ungefähr, ja. Ey, wirklich, der hat jetzt... Egal, ich sag nichts mehr. Jetzt hat WoW im Ganzen noch eine Viertelstunde, oder was? Das können die nicht ernst meinen. Wann kommt denn das Epoch raus? Kommt das noch dieses Jahr raus? Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube Anfang 2024, ne? Also die werden jetzt gleich 3 Announcements machen, ja? Classic Plus, Cataclysm, Classic und die Expansion. So, da geht's jetzt um Classic. Chris Metzen wird für die Retail-Erweiterung kommen. Wow. What's up, BlizzCon? Oh, I'm so excited. Die wird jetzt Cataclysm Classic ankündigen. Und vielleicht Classic Plus, aber Classic Plus muss man schauen, ob sie das wirklich machen. You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those... Also wirklich Classic Plus, wenn die das wirklich machen, das wäre, glaube ich, größer als andere. Also komplett neuen Content, den man noch nie gesehen hat in Classic, das kann, also... Und vor allem, was soll da kommen? Also, Classic Plus, da glaube ich immer nicht ganz dran. Boah, bitte erinnere uns nicht an die Sylvanas-Story in Shadowlands. Bitte lass es. Fang nicht wieder mit dem Jailer an. Das war... Oh. Ob die jetzt doch schon die Retail... Die werden ja wohl nicht wirklich jetzt die Retail-Erweiterung ankündigen lassen, oder? Es muss Chris Metzen kommen. Es geht nicht anders. Also wenn der nicht erscheint, ich glaube, da ist die ganze Halle mad. Ja, ich glaube, ich denke mal, sie machen jetzt Cataclysm, dann Retail und vielleicht am Ende so There's One Thing More oder so und dann Classic Plus.
With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Okay, es geht jetzt um Classic. Also sprich, damit Chris Metzen die Erweiterung für Retail Of macht. course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic. Ja, und ich sag mal so, Falk und ich hatten viel Spaß bis zu dem einen Elite-Mob. Da hatte ich keinen Spaß mehr. Der hat mich gebrochen. Der hat mich immer noch gebrochen, ne? You may laugh, you may cry, you may have to replace a keyboard. Ja, aber HC ist doch schon längst. Was sollen wir machen? We've loved watching you take on the challenge or die. Ja, der Chart hat sich zerrissen. Ja, erinnere mich nicht, es war traurig. The team is planning to add a new weight Ja. for early next year. And last month in Raptor, Ach so, du meinst, dass sie da den... Ach, das meinst du damit. Ja, ich glaube, die werden halt für Classic Hardcore werden die wahrscheinlich, wie heißt es hier, we read through a lot, and I mean den einen Modus ankündigen, das kann gut sein. on social media forums, and we sent out surveys. Ja, danke, ich hatte es schon wieder vergessen. At BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Was für eine Überraschung, aber auch, das wusste ja gar keiner. It's coming with #changes based on your Ich, feedback. ich bin gespannt, was sie da an Changes reinbauen. Weil die Changes in Virtual Khan mit den ganzen Dungeons, die waren richtig gut. Und die Dungeons in Cataclysm waren richtig gut. Das darf man nicht vergessen. Wenn sie da so diese Plus-Dinger machen wie in Virtual K, dann kann das geil werden. Also ich mochte Cataclysm, vor allem die Raids. Ich mochte nur nicht den letzten Raid, den mochte ich nicht. Dragon's Soul fand ich ätzend. Ist halt die Frage, wie viele Changes sie einbauen. Wenn es richtig gute Changes sind, dann kann das ein großes Ding werden. Da hier, Blackwing Descent. Also die Raids waren richtig gut, ja. Also das darf man nicht vergessen. Die Cataclysm Raids waren gut. Ja. Aber trotzdem, ich wurde ja schon gefragt wegen Gilde in Cataclysm und so. Also mich interessiert vor allem, was sie für Changes machen. Aber wirklich, die Levelphase von Cataclysm war überragend gut. Die Gebiete waren so gut. Die Dungeons waren richtig gut. Die ersten Raids waren richtig gut. Wenn du Dragon's Soul rauslässt, ist das ein richtig starkes Raid-Add-on. Ja. Du hast halt die Entscheidung, 10er oder 20er, ja? Aber du kannst nicht mehr beides machen. Hier, Ragnaros. Also ich mochte Cataclysm sehr, aber Dragon's Soul war unfassbar schlecht damals. Aber der erste Raid-Content war ja wohl überragend. Die 3 Raids, also... Und das Video ist geil gemacht, muss man sagen. Oh, der Arme. Ey, das ist schon gut gemacht. Also ich werde auch nie vergessen, wie wir... Ich glaube, wir haben einmal Ragnaros HC gesehen irgendwie. Aber nur wenige Tries gemacht. Aber wir standen vor ihm. Also wir hatten alles down, bis auf ihn halt. Auf jeden Fall, die Raids waren super und
Also wenn sie die Dungeons richtig gut verändern und so, kann das richtig gut werden. Wenn sie sowas Ähnliches wie machen, wie WCLK gerade ist. Mit einer richtig guten Itemization und so. Ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. In der ersten Hälfte des nächsten Jahres soll das schon erscheinen. Over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience. And we've loved it. Jetzt geht's um Classic. Kommt jetzt wirklich Classic Plus? With a seasonal note. Was meint ihr? Kommt wirklich Classic Plus? Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. You're going to discover new Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das ist so viel Aufwand. class-altering abilities. Season of Discovery. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage healer? Hä? In Season of Discovery, you can. Die ändern die Klassen komplett ab. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and Ja, das ist lame. Also sorry. Das ist nicht Classic after a Plus. couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can Das ist nicht Classic Plus, wie man es sich vorgestellt hat. Alter, das ist lame. Also weiß ich nicht. Aber es ist lustig auf jeden Fall. If you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. Das ist aber nicht Classic Plus. Online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. Das, schon in ein paar Tagen. Ich weiß nicht. Also das ist halt, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird nicht gut ankommen. Discovery and Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders in Modern WoW. Die holen echt nicht Chris Metzen auf die Bühne, das kann ich mir nicht vorstellen. Das müssen die immer noch machen. Committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between. We really want Azeroth to feel alive. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was die jetzt raushauen. Ich bin wirklich gespannt. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. I want to give a shout out to my elves. It is finally Chris Metzen ist wieder richtig dabei, Heiko. Der ist extra zurückgekommen, damit das ja klappt. Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story. Ja, die werden bestimmt wieder sowas machen. Wie hießen diese Raids da? Earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join Okay, jetzt ist groß. is the time. And who better to talk about the Jetzt kommt Chris Metzen. Es kommt Chris Metzen. Ich hab's euch gesagt. Er kommt. Ich sage es euch. Ihr habt's mir nicht geglaubt. Der kommt. Wartet auf. Und die Halle wird komplett ausrasten. Die Halle rastet jetzt komplett aus. Executive Creative Director of the Warcraft Universe, Chris Metzen.
Hört euch die Halle an, was da abgeht. Nicht mal keiner, auch Mike Ibarra, keiner hatte so eine... Es war so klar, dass die den holen. Es war so klar. Executive Creative Director, ja? Der ist wieder komplett mit im Bilde, ja? Und der zieht bestimmt gleich dann das T-Shirt an. Also der zieht sich gleich um und dann ist das die nächste Expansion da drauf. Junge, ey, wirklich, wie lange ist das her, dass man den in einer wichtigen Position gesehen hat? Guck dir es an, was jetzt abgeht. Guck dir die ganze Halle an. Das ist so geil. Das schafft nur er. Es ist so wahnsinnig. Das ist echt... Das ist so krass. Also. Executive Creative Director. Also. Fast 20 Jahre, ja. It has been interesting this past year being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Ich bin gespannt. Number two, you know what? I really missed this work. Ja, ich meine, man weiß ja ungefähr, warum er gegangen ist, ja. Amazing to be back and part of this Blizzard family again. Es hat ja auch viel mit dem damaligen Präsidenten und so zu tun, also diese ganze Geschichte. Naja, lassen wir es jetzt. Ja, deswegen, allein deswegen haben den schon geholt. Ja. Also ich spiele seit Release 2005. Und ich habe ganz wenig Pause gemacht. Ja, aber man weiß nicht genau, wie die Expansion heißt. Aber nicht spoilern, Moritz. Ich glaube, Falco weiß gar nichts. Heiko glaube ich auch nicht. Wir warten es einfach ab. Ich habe mir extra keine Leaks mehr angeguckt. Es gibt tausende Leaks. Gleich wissen wir es. What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? Geht um Discovery halt, also Exploration erkunden. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like ja, es gibt sowas in Richtung Karibik. Ja. has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Geht's wirklich um die Old Gods? Will there eventually be da Old Gods. Confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. Ja, er versucht jetzt so ein bisschen halt die verschiedenen Leaks so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, ja. What have the Titans actually been doing since the dawn? Da gibt es, by the way, ein sehr gutes Video von Bellula bezüglich, was die Titans halt Azeroth angetan haben. Könnt ihr euch mal gut angucken. Das hat er ganz gut gemacht. Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Du meinst vor Ort, our timeline. BlizzCon. All of these hooks and 100 more. Boah, Junge, ey, Chris Metzen ist so ein cooler Typ. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic
How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our Ich muss sagen, seitdem der jetzt wieder mit im Boot ist, kann das für Storytelling ganz, ganz wichtig werden. Also ganz ehrlich, das Storytelling war die letzte Zeit nicht so gut. that will vector us into the next 20 years of adventure. Also der meint 20 Jahre nochmal WoW? Ah? I don't know. Are you with me, BlizzCon? Das wären 10 Expansions so ungefähr, 20 Jahre. Storyline, the World Soul Saga. The World Souls. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Ach, die machen das so ein bisschen wie bei Final Fantasy. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure. Die haben halt also eine lange Storyline, also einen roten Faden, und dieser rote Faden soll in nächsten Expansions in dem Sinne erläutert werden. At this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving. Naja, gut, es geht um die World Soul, es geht um Azeroth. Na klar. Is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Der Typ ist so geil. Immer wieder so großartig, liebe den. We have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. So geil, wie er einfach das alles auf die Schippe nimmt. Debuting your next expansion all on its lonesome. We have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. Die nächsten 3 Erweiterungen. Does this meet with your approval, BlizzCon? Alter, die Halle ist jetzt ganz schön fertig. My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? Ey, wie geil, Chris Madsen wieder auf der Bühne zu haben. The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft, The War Within. The War Within. In this chapter, you will be descending Ey, dass die das wirklich machen, dass die wirklich so eine Art Überblick raushauen. exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Arsh-Kahet. Alter! Verstehe ich das richtig, dass es da unter die Erde geht? But as the forces of darkness Nerubian, vor allem, das ist doch... around our precious world soul. You, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. The War Within, also da geht's wirklich dann halt unter die Erde. Ja, ja, ich weiß, kann das. Boah, das Logo sieht schon geil aus. The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft. Midnight. Ja, da wird's wahrscheinlich um die Void gehen. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world. To the old world? Fabled lands of Quelle. There,
the forces of the void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness. Boah, krass. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Das heißt, da hast du den ultimativen Konflikt zwischen Licht und Leere. BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just Aber das war jetzt wildly out of control. Warte mal. Leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, the last Titan. The Last Titan. Damit könnte Azeroth gemeint sein. You will again be returning to the old world. This time to the wintry lands of Northrend. And there at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know. Alter, da hat keiner mit gerechnet, was der da gerade raushaut. And the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. What the fuck, ey, was die da gerade raushauen. All the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Aber es muss jetzt eigentlich um die nächste Erweiterung erstmal gehen. Das ist ja die Zukunft, was jetzt gezeigt worden ist. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to go. Ja, eigentlich schon, ja. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things. Verstehe ich das richtig? Das WoW sind das nächste, die nächste Expansion ist. Das heißt, kein Leak hat gestimmt. Keiner? Alle sind falsch. Let the World Soul Saga begin. Wie geil, ey. Muss man sich mal vorstellen. Das ganze Internet war seit Monaten damit voll und keiner wusste davon. Das ist hier. Das ist. Oh mein Gott, das ist Enduin.
Das ist Azeroth. Die Weltenseele. Keiner wusste von der Expansion. Das scheint die Zukunft zu sein. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. Oh Junge, wie gut dieses Cinematic einfach aussieht, ey. I suspect many have lately. Keiner wusste von dieser scheiß Expansion. Alle haben Avaloran gesagt. Something, someone is calling out from the heart of the world. Das heißt, like a voice from a dream. ich verstehe gerade gar nichts. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. Aber der war doch... What the... I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Alter, ist das gut gemacht. After what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Boah, Junge, ich hab so Gänsehaut gerade. Hear me. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Azeroth. Out to us. I'm not sure yet. Wo sind die da vor allem? Sword was aimed at someone. Boah, wie geil. Ey, ganz ehrlich, ich finde das so geil, dass keiner das wusste. Ich bin komplett... das ist ja Wahnsinn. Was haben die da gerade rausgehauen? I do have to say though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times. Alter, was ist das für eine Cinematic gewesen? It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. Okay, jetzt geht's direkt in die Expansion. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. So krass, ey. Be led by someone we were first introduced to in Legion, Xalatath,
a harbinger of the void. Die führt die Neruba an? Darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Zalatath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. Da muss da jetzt auch Ririkon dabei sein. Thrall and others share the same visions emanating from the heart of the world. Some are seeing something quite different. Okay, jetzt kommt die... Jetzt kommt... Ja. Ich bin gerade so perplex. Visions Illyria. are not the same as the others. No radiance. No song. Just the shadow taunting me from below. Ashkahet. Isle of Dawn. The Ringing Deeps. Hello for... Delves, was auch immer das ist. Your Warband. Hero Talents. The Earthen Allied Race. Dynamic Flight. Boah, das sieht ja geil aus. The fate of our world rests upon the edge of a knife. Xaltas. The battle lies deep within. Ich finde das geil, dass das mal sowas ist. Alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new Underground Zones. built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. Okay, das scheint You may so... also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmog. Es wird einfach alles account-wide. Alles. Die Bank, alles. We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Also sprich, eine weitere Individualisierung. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Ja, aber ich muss sagen, das ist hier so ein Ding, da brauche ich nicht. Also, keine Ahnung. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are... Ich meine, die Earthen sind cool, aber weiß nicht. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony. Boah, jetzt geht's gleich direkt weiter, Freunde. Ich hab so Bock auf die Expansion. Ich bin von dieser Exploration mit dem Schiff und so ausgegangen, so das Übliche. Aber ganz ehrlich, das hört sich so gut an. Vor allem die Story hört sich mal so gut an. Da, Fall 2024, also im Herbst. Sprich ungefähr in einem Jahr. We are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. Aber jetzt halt die Frage, was bringen die dann noch in Dragonflight? Ich meine, 10.3 wird nicht kommen. Was kommt jetzt noch? Keiner will den haben. There really
has so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. Also ich muss das... Also da müsst ihr jetzt mal ganz kurz drüber sprechen. Habt ihr eigentlich verstanden, was die da jetzt gerade gemacht haben? Die haben halt nicht nur die Expansion angekündigt, sondern die haben halt wirklich so eine Art Overview für die nächsten Jahre gegeben. Und das, was zum Beispiel man kennt das aus Final Fantasy XIV, da ist das nämlich so, du hast in dem Sinne diese Story rund um, warte mal, was war das jetzt wieder? Also sprich, du hast diese Story, die sich wirklich über Add-ons hinaus, also über mehrere Add-ons erstreckt. Und jetzt haben sie gesagt, sie machen genau das, weil das ist ja das Hauptproblem von WoW seit Jahren gewesen, dass du immer eine Story hast, auf ein Add-on ausgelegt und dann versuchst du in dem Sinne dann in die nächste Expansion zu kommen. Aber jetzt sagen sie, nee, du hast eine große Storyline und du gehst in dem Schritt für Schritt. Das heißt, Xanatas, First Step, danach halt, klar ist dann Void und danach wird es dann halt in dem Sinne um die Titans gehen, um die Titanen. Weil Xanatas ist ja der Harbinger. Und die Void in dem Sinne ist das, was danach dann kommt. Was es mit The Last Titan zu tun hat, weiß halt keiner. Es könnte theoretisch eigentlich nur Azeroth sein. Wobei ich immer auch sage, dass Azeroth kein Titan ist. Meiner Meinung nach ist Azeroth mehr als ein Titan. So. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Cinematic. Was wir da gesehen haben, war ja scheinbar Anduin in den nächsten, sag ich mal, 10 bis 15 Jahren oder so. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, diese Cinematic, war die jetzt vor The War Within oder war die nach diesen Expansions? Also The Last Titan, das ist auf jeden Fall, also die nächste Zeit wird auf jeden Fall gut werden, weil es wird so viele Videos geben, weil da hat keiner mit gerechnet. Jeder ist davon ausgegangen, so das Übliche, die Leaks haben gesagt, Avaloran und ich meine, vieles von dem, was gezeigt worden ist, wusste man. Also sprich, du wirst halt dieses Dragon Riding jetzt in dem Sinne auch in der nächsten Expansion haben. Du wirst halt nicht nur die Drachen haben, wie es jetzt auf den Dracheninseln ist, du wirst halt das wahrscheinlich mit jedem Flugmount machen können und so, das war klar, so. Und dass so eine Art, sag ich mal, Individualisierung kommt, das, was Taliesin seit Ewigkeiten sagt, mit Dark Ranger und so, war auch abzusehen. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, es geht um Xanatas und wir sind unter der Erde, das heißt, viele Underground Zones, wir haben aber Iridikon nicht gesehen. Warum sehen wir Iridikon nicht? Das wird ja bedeuten, dass Iridikon vielleicht sogar erst in der zweiten, also sprich in 12.0 erst erscheinen wird. Es ist auf jeden Fall krass und ich muss wirklich sagen, jetzt mal ohne Witz, man haut wirklich viel auf Blizzard drauf. Aber jetzt haben sie gezeigt, vor allem durch die Rückkehr von Chris Metzen, dass sie einen klaren Plan haben. Nicht nur auf diese Features ausgelegt und auf die Talentpunkte oder Talentsysteme, sondern dass sie vor allem einen klaren Plan haben, wie die Story in den nächsten Jahren verlaufen soll. Und das ist halt so wichtig, dass auch für die Spielerschaft halt klar ersichtlich ist, warum denn das Ganze? Weil viele Expansions fühlen sich an. Guck dir den Shadowlands an. Ein Shadowlands hat fast nichts mehr mit Dragonfly zu tun. Du kannst die Expansion rausnehmen, du vermisst nichts. Und jetzt haben sie klar gesagt, Chris Metzen sagt ganz klar, Leute, das so nach dem, also das ist zwischen den Zeilen, das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, das funktioniert nicht. Und ich finde gut, dass sie jetzt in dieser Expansion auch wieder zurückgehen auf Sagas, denn das Schwert, das ist ja ein Silithus. So, und jetzt kann man sagen, also du kannst da jetzt hier rein interpretieren, aber theoretisch könnte man sagen, dass Sagas damals das Schwert genau in Silithus reingehauen hat. Ja, warum?
Um die Old Gods anzugreifen? Also das muss ja jetzt, also das wird auf jeden Fall ein Hauptgrund. Es wird darum gehen, was es dieses Schwert jetzt im Hinblick auf die Expansion zu tun hat. Die Frage ist natürlich, man könnte sagen, The Last Titan könnte das letzte WoW-Add-on sein, ja. Auf der anderen Seite, die Frage ist halt, wenn sie die World Soul Saga als jetzt, sag ich mal, das nächste ansehen, dann könnten sie wirklich machen, dass sie nach dieser, also sprich nach, was war das jetzt, nach 13.0, sprich ab 14.0 könnten sie eine neue Saga gründen. Also sie wollen ja wirklich, dass dieses Spiel in dem nur 20 Jahre läuft. Sprich, da sollen noch um die 10 Expansions kommen. Oder sagen wir mal ein bisschen weniger, aber sprich, sie können sagen, 3 Add-ons diese Saga und dann nochmal 3 Add-ons irgendwie was komplett Neues. So. Wobei ich das immer noch nicht ganz glaube. Ich glaube, nach 13.0 machst du entweder den Laden dicht oder du machst halt WoW 2.0 oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel kommt. Diese 10 Jahre erleben wir nicht mehr. Du bestimmt nicht, Moritz. Ja, das stimmt. Also er hat Azeroths Seele angegriffen. Es geht ja um die World Soul. Ja, das kann man so sagen. Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Du meinst mich? Ah, ich überlebe noch viel. Ich bin noch frisch und jung. Aber diese Expansion, ey, ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk, Real Talk. Dragonflight hat mich von Anfang an nicht angesprochen. Und das liegt nicht daran, dass ich die Expansion schlecht finde, sondern es war so eine Expansion, was ich gerade versucht habe klarzumachen, die out of nowhere kam, die vor allem einen Ausdruck hatte, wir wollen einfach all das vergessen machen, was in Shadowlands und BFA passiert ist. Gut, wir sagen mal, BFA war vielleicht noch wichtig, aber Shadowlands soll einfach für die gesamte Story überhaupt keine Rolle mehr spielen. Sprich, Shadowlands ist nicht mehr Kanon des Ganzen. So hat es sich angefühlt. Und auf einmal hatten wir was mit Dracheninseln zu tun und so, du wusstest nicht mehr genau, was Sache ist. Und jetzt sagen sie ganz klar, das ist the first step, dann hast du second step und du hast den last step, so nach dem Motto. Und dann beendest du die Saga. Und ich finde es gut, ich glaube, sie haben sich wirklich viel hier von Final Fantasy abgeschaut, weil so ist gutes Storytelling. Wenn du einen klaren roten Faden hast und wenn du diesen roten Faden ganz klar auch in dem Sinne der Spielerschaft in-game vermitteln kannst und nicht über Bücher und nicht über Videos, sondern in-game, dass man das spürt. Und wenn man diese beiden Charaktere sieht, das ist Warcraft in a nutshell. Aber wie es aussieht, ist das ja, bevor die Expansion losgeht. Also das wäre jetzt so gerade in dem Sinne, was da gerade gezeigt wird, ist ja dann Pre-Patch-Content, wenn man so möchte. Also Endon ist ja scheinbar irgendwie zurück, wie auch immer der aus den Shadowlands zurückgeraten ist, weiß halt keiner. Und warum er jetzt wieder, wie du schon sagst, die War Chief Rüstung anhat, weiß auch kein Mensch. So, das scheint aber vor der Expansion zu sein. Also das heißt nicht, dass es in dem 20 Jahre später so stattfindet. Genau, also Thrall scheint wieder Warlord zu sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit sie das alles erklären werden. So. Fakt ist nun mal, die World Soul, sprich Azeroth, spricht wieder zu Thrall. Damit wird auch, denke ich mal, Magni auch zurückkehren. Ist ja klar, muss ja. Er ist ja der Sprecher von Azeroth, von der Weltenseele. Aber diese Szene, ohne Witz, die hat mich gerade so erschüttert, weil ich gedacht habe, wenn ihr doch die Szene seht, und wenn ihr diese Aktion seht, so nach dem Motto, das ist doch Arthas, oder nicht? Das ist doch die Aktion, die doch in Shadowlands gebracht worden ist. Also das ist der Rückgriff. So nach dem Motto, es hat Shadowlands doch noch gegeben, um zu erklären, warum Anduin so geworden ist. Ja, weil es geht halt darum, wie er eben durch Sylvanas halt in dem Sinne so, ja, gebrochen worden ist, wenn man so möchte. Durch den Jailer, aber vor allem durch Sylvanas. Durch Sylvanas, Hinterhalt, wenn man so möchte. Aber diese Aktion gerade und vor allem diese Stimme, war das nicht sogar die Stimme von Arthas Vater?
Also diese Szene hat sich angefühlt, als würden wir gerade nicht Enduin vor uns sehen, sondern Arthas. Und das war ja auch Teil des Enduin-Fights damals. Aber gut, es kann natürlich einfach bedeuten, dass in ihm halt einfach jetzt diese ganze Erinnerung wieder hochkommt. Dieses, was er alles verloren hat, dass er wirklich auch das Licht in dem Sinne verloren hat und so. Und jetzt sagt Thrall aber ganz klar zu ihm nach dem Motto, ich glaube weiterhin an dich und du oder wir gemeinsam werden es halt schaffen. So. Aber jetzt ist die Hauptfrage, die man sich stellen muss. Wir haben Illyria gesehen. Kommt wirklich Sylvanas zurück? Glaubt ihr wirklich, dass die das machen? Es müsste eigentlich der Fall sein. Es müsste der Fall sein, dass Sylvanas zurückkommt. Weil das macht total viel Sinn. Weil Illyria, sprich Sylvanas Schwester, scheint ja spätestens für die zweite Expansion, also für 12.0, eine wichtige Rolle zu spielen. Also müssen sie eigentlich Sylvanas zurückbringen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in der nächsten Expansion. Aber das, was ich am meisten feiere, ist, dass wir sind mit dem Schiff unterwegs und wir erforschen die Karibik und so, das ist alles scheiße. Das hat mir auch persönlich nicht gefallen, weil dann hast du wieder so BFA-Vibes und so. Ich finde gut, The War Within, ich finde, das ist die Expansion, die genau jetzt richtig ist. Und vor allem diese Expansion kündigt die nächste Expansion an. Also ich finde gut, dass sie sich endlich mal dazu entschieden haben, dass sie über den gesamten Approach in dem Sinne drüber nachgedacht haben. Also ich persönlich, ihr könnt mal sagen, wie ist eure Begeisterung von 1 bis 10? Meine Begeisterung ist gerade mindestens bei einer 8. Ich bin total begeistert vor allem von dieser Saga, dass sie wirklich nicht nur sich auf eine Expansion in dem Sinne auslegen, sondern dass sie sagen, nein Leute, wir wollen euch eine Geschichte erzählen, die sich für alle stimmig anfühlt. Und das geht nur, indem wir in dem Sinne damit beginnen, um am Ende dort anzukommen. Ja, das kann sein. Aber ich finde halt, Chris Madsen wieder an vorderster Front zu haben, finde ich gut. Also wirklich. Also man hat schon gesehen, Innovation scheint es da nicht zu geben, weil das, was da angekündigt worden ist, das ist keine Innovation. Aber wie gesagt, allein unter der Erde das zu haben, du hast auch gesehen, es gibt ein Unterwassergebiet. Wir werden zu 100%, wenn es um Xaltas geht es natürlich auch um Ashara. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Iridikon auftauchen wird. So. Weil der First Step wird ja sein, aus Sicht von Iridikon, dass die World Soul angegriffen wird, also sprich Azeroth soll angegriffen werden und dadurch sollen die Titans halt zurückkommen. Weil die Titans, um das nochmal zu erklären, ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat, die Titanen haben in dem Sinne das Ganze immer so ausgelegt, dass sie in dieser Timeline, in dieser Zeitlinie gewinnen. Dass dieser ultimative Kampf in dem Sinne am Ende immer für sie ausgeht. Und die Aspekte, deswegen ist ja auch Dragonflight gerade so wichtig, die Aspekte haben in dem Sinne immer das gemacht, was die Titanen von ihnen verlangt haben. Nun fangen sie aber an zu hinterfragen, ob das, was die Titanen ihnen in dem Sinne versprochen haben, ob das auch wirklich der Wahrheit in dem Sinne entspricht. Und deswegen kommt es auch dazu, dass eine Chromie zum Beispiel auch darüber nachdenkt. Das ist ja das, was in dem Dungeon passiert ist. Chromie wollte nicht zulassen, dass in dem Sinne, dass Nostormu in dem Sinne halt zu Musont wird. Also hat Chromie die Zeit verändert, die Zeitlinie in dem Sinne umgeschrieben und hat in dem Sinne gegen die Titanen gearbeitet in dem Moment. Zwar nicht, weil sie es nicht wirklich, also sie wusste es nicht wirklich, aber entscheidend ist, dass es auch gerade Quests gibt aktuell in dem aktuellen Patch, der ganz klar aussagt, dass nicht nur die Aspekte darüber nachdenken, sondern eben auch die wichtigen, Figuren, sie denken immer mehr darüber nach, inwieweit sie den Titanen halt noch vertrauen können. So. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass die Titanen Angst haben, dass in dem Sinne ihr eigentlich von vornherein ausgelegtes Ziel, nämlich dass die Zeitlinie so bleibt, dass diese Zeitlinie in dem Sinne eben jetzt angegriffen wird. Ja?
Und das ist ja Iridicons Plan. Von daher ist die Frage, ob Iridicon halt schon in der nächsten Expansion auftauchen wird. Aber ich meine, Xaltas als, sag ich mal, Endbösewicht der nächsten Expansion ist schon mal ganz gut, finde ich persönlich. Ja, also die wird halt ein Badass-Charakter sein, war sie vorher schon. Sie ist halt die Harbinger und sie ist halt diejenige, die das Ganze einleiten wird im Hinblick auf die Void. Ja, aber wir müssen mal drüber nachdenken, was der gesagt hat. Der hat ja nicht nur die nächste Expansion angekündigt, sondern der hat auch gesagt, dass es in der 12.0 Expansion um den ultimativen Kampf zwischen Light und Void gehen wird und dass, er hat es ausgesprochen, dass das Licht gewinnen wird. Was ich immer persönlich schwierig finde, weil auch das Licht ist halt extremistisch ausgelegt. Aber gut. Fakt ist nun mal, die nächsten 3 Expansions sind auf jeden Fall schon mal sicher und wir haben eine Storyline, die auf jeden Fall durchdacht ist. Wie das letztlich im Gameplay aussehen wird, ist was anderes, aber für mich ist wichtig, dass wir eine Story haben, die einfach mal wirklich durchdacht ist und kein, so wie bei Shadowlands, da hast du auf einmal einen Jailer, keiner weiß, wer der ist, keiner weiß, wovon der überhaupt redet, keiner weiß, inwieweit Sylvanas damit zusammenhängt. Das war einfach ein Wirrwarr, so und dergleichen. Dieses Wirrwarr hattest du auch in BFA. Also man muss wirklich sagen, seit Legion hattest du einfach kein durchdachtes Storytelling mehr. Und ich hoffe, dass sie jetzt einfach wirklich verstanden haben, dass sie es halt hinbekommen. Und deswegen wird es halt jetzt super spannend, sich dieses Panel jetzt hier anzugucken, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass, keine Ahnung, sie müssen es einfach jetzt gut hinbekommen. Ja, also ich muss wirklich sagen, dadurch, dass Chris Metzen wieder zurück ist, für mich ist das ein ganz, ganz großes Ding. Also ich muss sagen, die BlizzCon, wenn man mal von dem Anfang absieht, gehen wir nochmal durch. Mike Ibarra kann ich von mir aus irgendwie dann auch nochmal so irgendwie auf YouTube stellen. Also Mike Ibarra, gehen wir die BlizzCon an sich durch. Ich sage da meine Meinung zu. Ihr könnt auch schreiben, wie ihr es findet. Die BlizzCon hatte auf jeden Fall Höhen und Tiefen, meiner Meinung nach. Ich finde, den Anfang der BlizzCon fand ich ganz gut. Mike Ibarra hat mal direkt gemerkt, dass der nicht diesen Stellenwert hat wie andere. Das hat man gemerkt. Die Crowd war nicht so, wie man sich erwartet hat. Es war viel bla bla. Dann kam Phil Spencer. Dann wurde es irgendwie von der Stimmung besser. Microsoft in dem Sinne hat hier einfach wirklich eben auch einen Stellenwert. So, dann dachte man, okay, es geht gut los. Dann kam Diablo 4. Ich war total gehypt. Sie kündigen die erste Expansion an für Ende des Jahres. Es geht um Mephisto. Es geht zurück in den Dschungel. Diablo 2 Vibes bis zum geht nicht mehr. So, dann denkt man, okay, alles cool. Ja, und dann kommt halt, erst kam Overwatch 2. Kam Overwatch 2 als erstes, dann vor Diablo 4. War auch ganz nett, gibt halt einen neuen Helden, paar irgendwelche Änderungen, irgendwie neuen Modus und so, ganz nett. So, und aber nach Diablo 4 war halt wirklich so, keine Ahnung, da fand ich es halt echt anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Und dann war es wirklich warten bis WoW. Also, und ich finde Warcraft mit Abstand, und ich glaube, das ist für euch bestimmt auch so, mit Abstand das, was am meisten einfach gebockt hat. Also, ihr habt ja gesehen, ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Ich war komplett perplex, was Chris Metzen da gerade gezeigt hat. Weil ich dachte, man bekommt so wie immer hier so ein kurzes Cinematic und dann hier und geht um die nächste Expansion. Aber nein, er sagt einfach, Leute, das sind die nächsten Jahre. Wir wollen, dass ihr wisst, dass die nächsten 3 Expansions sich auf die Weltenseele, auf Azeroth, auf Azeroth beziehen. Ich find's krass. Also ich bin wirklich komplett perplex. Für mich war die BlizzCon jetzt schon so stark, weil sie es verstanden haben, dass am Ende, da braucht es einfach diesen richtig großen WTF-Moment. Und wenn das kein WTF-Moment war, dann weiß ich es nicht. So, da hast du einen Warcraft Rumble, du hast einen Hearthstone, alles ganz nett, aber das am Ende, Junge, echt. Einfach nur geil. Ich bin total hyped und ich bin auch gespannt, was sie jetzt zur neuen Expansion ankündigen werden. Dass die halt erst Ende des Jahres kommt oder im Herbst, war klar, weil, keiner hat gesagt, dass es eben vorher kommt. Kannst du das Spiel schon vorbestellen? Ja, glaube ich auch, ja. Aber ich bin jetzt echt aufs Panel gespannt, weil
man darf nicht vergessen, sie haben bis jetzt wenig zur Expansion gezeigt. Also dieser kleine Trailer. Aber das ist das große Ding. Das muss man jetzt erklären. So. Diese Cinematic gerade spielt ja vor der Expansion. Heißt also, dass Dragonflight auf jeden Fall einen Pre-Patch zu der nächsten Expansion bekommt, der richtig krass sein muss. Weil schließlich muss Anduin zurückgeholt werden. Und es muss erklärt werden, warum es in dem Sinne, es gibt ja diesen Rat der Horde, ja, diesen Council, warum es den nicht mehr gibt. Also das muss ja alles erklärt werden. Das heißt, es muss eigentlich so eine Art wieder Pre-Patch, Pre-Event in Silitus geben. Wo 3 Tage vorher spielen? Bei WoW? Hau mal einen Link rein. Ja, das Schwert war auf die Weltenseele natürlich gerichtet. Ja, aber trotzdem, Heiko, das muss ja erläutert werden. Also ich gehe davon aus, wir bekommen kein 10.3, wie ich es immer gesagt habe. Viele haben mir gesagt, auch TS hat gesagt, es gibt 10.3. Ich habe immer gesagt, nein, es kann kein 10.3 geben, weil das jetzt so eine Zeit nicht ausgeht. Also Firak ist jetzt Endboss. Dann werden wir so eine Art 10.2.5 und 10.2.7 und so bekommen. Und dann werden wir halt den Pre-Patch bekommen. Das heißt, es kommt jetzt maximal halt noch so eine Art wieder so eine Mischung an Raids halt. Also diesen, wie hießen das da in Shelllands? Fated Raids, glaube ich, heißen die doch. Also sowas werden sie halt noch bringen, um irgendwie die Zeit halt zu überbrücken und dann wirst du halt, sagen wir mal, die Expansion kommt im November raus. Wahrscheinlich kurz vor der BlizzCon oder nach der BlizzCon, wahrscheinlich nach der BlizzCon oder so. Ja, wirst du irgendwann so Richtung Ende September, Anfang Oktober oder so dann einen Pre-Patch haben. So. Ja, kannst du mal hier mal hier in den Chat packen. Ja, also ich glaube, und das ist ja, glaube ich, auch schon bewiesen, ich glaube, es gibt einen Zeitsprung. Ich schätze mal, nachdem wir Firak besiegt haben, wird es wahrscheinlich einen Zeitsprung geben. Und so wie es aussieht, sind das bestimmt so 1, 2 Jahre oder so. Ja, ja, also vielleicht sind es auch 5 Jahre oder so. Ja, aber das werden sie jetzt gleich erklären. Deswegen, das Panel wird gut, weil sie müssen jetzt ganz viel erklären. Ja, von daher, ich weiß nicht, wann beginnt das Panel? Ich schätze mal um 1:30 Uhr, also wir haben noch 16 Minuten. Aber wie gesagt, also diese Szene mit dem Geist, was du gerade ansprichst, das hatte so viel von Arthas in dem Moment. Ja, ja, genau, war auch so gedacht. Aber trotzdem, wenn du es siehst, denkst du trotzdem, es geht um Arthas. Nein, nein, was da gezeigt worden ist, ist halt einfach, wie er sich erinnert hat, du kennst ja auch den Kampf, Anduin, Musik, aber auch HC schon und Normal. Arthas war ja Teil des Kampfes. So, die Seele von Arthas war ja Teil des Anduin-Kampfes. Und er erinnert sich einfach an diese Challenge-Zeit. Er erinnert sich daran, was Sylvanas ihm angetan hat. Er erinnert sich daran, deswegen auch das mit diesem Schwert. Wir erinnern uns, ja? Nämlich das mit dem Schwert war die Aktion, wie Sylvanas ihn in dem Sinne damals zu verstehen gegeben hat. Entweder machst du es freiwillig oder du wirst dazu gemacht. Das ist der Rückgriff. Das ist ja sein Schwert, das ist ja das Schwert von seinem Vater. Und diese Szene ist aber der Rückgriff auf genau diese Cinematic damals in Shadowlands. Die In-Game Cinematic. So. Aber wir müssen uns jetzt einfach nochmal gucken, ob es das auch auf Deutsch gibt. Wir müssen mal ganz kurz die Zeit jetzt überbrücken und schauen. Warte. Moment. Warum genau werden hier meine Mails eingeblendet? Ich möchte nicht, dass man meine Mails sieht.
Lass uns mal ganz kurz gucken. So, das ist mit dem Features. Wir gucken uns das gleich nochmal an, aber wir müssen erstmal nur diese... So, hier ist auf Deutsch. Lass uns mal auf Deutsch hören. Aber man sieht auf jeden Fall, wie er halt wirklich auch verletzt und so ist, ja. Also dem ging es nicht so gut. Also. Aber dieser Detailgrad, das sieht halt so ultra echt aus. Das ist echt. Hier, das ist Azeroth, das ist die Weltenseele. Und die sagt jetzt was. Warte mal, wir werden mal kurz auch Text einblenden. Also erstmal hat er sich dahin teleportiert scheinbar. Und er spürt es sofort, dass es das Thrall ist. Willst du mir erzählen, dass wir uns nicht verstecken können? Ist es das? Du brauchtest Zeit. Ja, genau, das ist das, was du meintest mit der Zeit, ja. Wir hielten Abstand. Wir hielten Abstand. Aber die Zeit allein heilt nicht. Aber Moment, das mit der Zeit, das kann sich auch darauf beziehen, dass in den Shadowlands die Zeit ja auch anders vergeht. Also, für uns ist das vielleicht nicht so lange wie für ihn. Ja, das kann da mit reinspielen. Du bist nicht nur wegen mir hier. Es sind die Visionen. Du hast sie gesehen. Moment. Die Vision, beziehen die sich auf die Vision damals in BFA? Horrific Visions? Meint ihr, das meint ihr damit? Angriff der Old Gods? Nessos? Ah, okay. Ja, ich finde nämlich auch, das wäre ein bisschen unpassend. Ja, genau. Also es geht um Azeroth, ja. Ich vermute, viele haben das in letzter Zeit. Ja. Allein ihn wieder in der Rüstung zu sehen, das ist halt Gänsehaut. Etwas. Jemand ruft aus dem Herzen der Welt heraus. Wie eine Stimme aus einem Traum. Wie eine Stimme aus einem Traum. Es heißt ja, dass sie erwachen wird. Ja? Sie wird erwachen. Noch schläft die Weltenseele. Etwas Dunkles nähert sich Anduin. Etwas Dunkles. Aber ich denke mal, dass sich das jetzt aber hier auf die Old Gods bezieht. Also auf Xanatas. Braucht ein Licht erneut. Mein Jetzt. Sohn. Boah, diese Szene, wie geil sie das gemacht haben. Wir gucken uns gleich nochmal die Cinematic von Shadowlands an. Das ist genau diese Griff. Ich bin das aber nicht mehr. Das ist so geil. Also diese Cinematic ist der Wahnsinn. Kein Licht. Nicht nach allem, was ich sah. Nach allem, was ich tat. Boah, der tut mir so leid. Also Anduin hat so gelitten, ey. Boah. Das liegt in der Vergangenheit, Anduin.
Ich vertraue dir. Ey, wirklich, diese Cinematic, ich weiß nicht, wie findet ihr die Cinematic? Ich finde die großartig. Ich meine, es passiert eigentlich nichts, aber die Mimik, die Gestik ist top-notch. Also das ist halt, das ist so stark gemacht, das ist... Sie werden schlimmer. Junge. Gut. Was auch kommen mag. Ich stehe euch bei. Verlass dich drauf. Aber die Stimme hat uns hierher geführt. Wer ist es, Thrall? Wer ruft nach uns? Ich weiß es noch nicht. Aber dieses Schwert hatte ein Ziel. Das Ding ist halt, wenn das Logo stimmt, dann wird das ja bedeuten, dass die Welt, also dass die Welt aufbricht, oder? Das wäre ja schon fast so eine Art Cataclysm irgendwie. Okay, das ist schon mal big. Jetzt gucken wir uns nochmal das andere an. Also dieses Video ist so wahnsinnig. So, hier. Übersicht der Features. Meine Visionen Das ist Illyria. Sylvanas Schwester. sind anders als die anderen. Der wartet gerade schon wieder Dalaran. Kein Strahlen, kein Lied. Nur der Schatten. Das ist auf jeden Fall direkt der Hinweis, dass sie in dem Sinne von der Void bzw. von Xalatas gerufen wird und nicht, dass sie die Vision von Azeroth hat. Das könnte also bedeuten, dass Illyria eine ganz wichtige Rolle spielt, spätestens in der 12.0 Expansion. Ja, ist gut. Der mich von unten verhöhnt. Der mich von unten verhöhnt. Damit ist das gemeint. So, das ist aber keine Unterwasser-Region, sondern das ist Ashkahet. Also das, denke ich mal, müsste in Northrend dann sein. Da sind die Neruber. Aber die Frage ist, wo sind diese ganzen Regionen? Dorninsel. Weil das hier sieht doch sehr, schaut euch das mal an, das ist ja, das sieht ja schon fast so nach Zwergen aus, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Loch Modan. Die schallenden Tiefen. Heilsturz. Und das sieht wiederum fast nach Worgen-Gebiet aus. Ah, okay, die Darfs, das sind die Tiefen im Deutschen. Kriegsmeute. Warband haben die mit Kriegsmeute übersetzt. Heldentalente. Die Irdenen als verbündetes Volk. Ja, ist nett, aber ja, ist nicht mein. Ja, Dynamic Flight. Guck mal hier. Invincible.
Das scheint ein Dungeon zu sein, das auch. Und jetzt müsste ein Raid kommen. Das scheint der erste Raid zu sein. Also da, das sieht aber so ein bisschen Titan-mäßig aus. Das Schicksal unserer Welt steht auf Messers Schneide. Und Da ist Salatas. unser Kampf führt uns tief ins Innere. Also man muss davon ausgehen, dass es wirklich stimmt, dass Salatas einfach der letzte alte Gott ist. Was man ja seit Jahren eigentlich sagt. Seit Legion wird das ja behauptet. Krass. Ist kein richtiger Himmel. Ja. Okay, wir haben jetzt gleich 1:30 Uhr. Das Panel geht gleich los. Bin echt gespannt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist halt. Ja. Ich bin gespannt, was wir jetzt erfahren werden. Ich sehe gerade, ich muss mein Handy mal aufladen. Ah ja, da ist es, was du mir geschickt hast. Aber 3 Tage Early Access, die machen so eine Scheiße jetzt nicht nur bei Diablo, sondern auch schon hier. Weiß ich nicht, Blizzard. Also das ist echt ein bisschen übertrieben. Ja, aber das hat ja mit Microsoft nichts zu tun. Das haben wir ja vorher auch schon gemacht. Ja, Leute, ich gehe nochmal kurz auf die Toilette und schnapp mir ein paar Süßigkeiten. Und dann würde ich sagen, dann ballern wir durch das Panel. Ich bin so gespannt. Also Real Talk, für mich ist die Expansion, die hört sich interessanter an als Dragonflight. Meine ich ehrlich. Also ich fand die Dragonflight Cinematic damals schon ganz okay und so. Aber so richtig, so ein Burner war es halt nicht. Und ich finde, das sieht halt echt gut aus. Aber gut, ich meine, ist halt die Frage, ob es einen Leak gegeben hat, der genau das gesagt hat. Also ich habe einen solchen Leak nicht mitbekommen. Ich habe immer nur von, wir bekommen ein Schiff, wir erforschen was, wir gehen irgendwie auf die andere Seite des Planeten und so. Aber dass es unter die Erde geht, habe ich nichts von mitbekommen. So, also, bis gleich. Und wie gesagt, in 1 Minute geht es, glaube ich, los. Ich bin echt gespannt. Sofort wieder da. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider.
standoff? Careful, it's against me. So, eigentlich müsste es jetzt losgehen. Oder? Ich meine 1:30. Warte, wo ist nochmal Timestamp? Ja, 1:30, ja, ist richtig. Es sollte jetzt kommen. Da, World of Warcraft What's Next? Oder Overwatch interessiert keinen. WoW Classic What's Next? Ja, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt hier noch an. 1:35, okay, so. Geht knapp eine Stunde. Ich glaube, WoW Classic brauchen wir nicht unbedingt. Weiß nicht. Ich hol mal noch kurz das Ladegerät. Also, wie gesagt, es geht in 2 Minuten los. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game Life. Xbox, Power Your Dreams. Also geht jetzt hier jemand los. Mann, das wird ja echt spannend, ey. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. Nvidia GeForce RTX 40 Series and Nvidia Reflex. Kennt ihr diese Macarons? Kennt ihr die? Secret Lab, award-winning Mögt ihr die? Ich hatte die jetzt Jessie für meine beste Freundin mal gekauft. Sag mal so, einige Arten davon mag ich, aber einige sind so scheiße süß, da kriegst du einen Zuckerschock, ehrlich gesagt. Ganz heftig. Hey BlizzCon fans, we are about to begin. Please take your seats. Thank you. Los geht's. Welcome back to BlizzCon 2023. Over the next 2 days, there will be a series of 8 panels and presentations showcasing a variety of exciting new games and updates, led by some of Blizzard's amazing creators, artists, and designers. So, to kick it all off, here's our first presentation, World of Warcraft, What's Next? Jetzt kommt John Hyde. Ah, ne. Years have passed since the mortal races gathered together in Anaheim, California. And now, the drums of BlizzCon thunder once again. Let me hear the thunder! Yes! Ah! Oh, thank you. Thank you for being here with us today. Hello, everyone, and welcome to the World of Warcraft What's Next panel. My name is Taryn Gregory, and as you may have heard, thank you. As you may have heard from Chris during the opening ceremonies, we are at the dawn of a new era of Warcraft, the World Soul Saga.
A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an adventure in World of Warcraft like we've never experienced before. This saga kicks off with the War Within. In this first chapter, our heroes will be called on an expedition to the subterranean depths of Azeroth, revealing a new world full of mystery, wonder, and darkness. There we will confront the shadows below and face new challenges on the battlefield as well as in ourselves. So what is next? During this section, I'll share an overview of the story of the War Within, and then next you'll hear from Maria Hamilton, who will speak to zones and cultures, and then wrapping up with Morgan Day, who will talk about dungeons, the raid, and our new systems. Da bin ich gespannt, ob sie irgendwelche neuen Systeme haben. In our cinematic reveal, did you guys enjoy the cinematic? Oh ja. Big shout out to the cinematic team for their work on that. It's just incredible work. Ja, echt unfassbar das. We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been wandering alone for the last few years, grappling and lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through. Remember. Throughout our features trailer, we learned 2 very important developments, starting with these visions. Thrall spoke of a vision calling out from the heart of the world, like a voice from a dream. This radiant song will compel our heroes to investigate its origins, and while at the same time, a darkness has been gathering, even as the heroes adventured on the Dragon Isles, and in the War Within, the mysterious harbinger that Iridikron spoke of will reveal the Ja, das ist halt das, ja. Xal'atath has returned. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of the Void's dark machinations. And her message is clear. The Black Empire has fallen. The old gods are dead. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. Die sind wirklich tot? The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood. The Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Xal'atath now seeks to set in motion the rise of a new dark legacy, one that knows our true strength and will seek to test it against a new threat of terrible power, the Nerubians of Ashkahet. Mhm. Also da befindet sie sich scheinbar. Having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were, deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. In return for their loyalty, Xal'atath has granted the Nerubians the means of a dark evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the War Within. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? Cool, ja. Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh, Boah. Incredible artwork. Das Art sieht sehr cool aus, Artwork. Anduin will be grappling with his relationship to the Holy Light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. While Magni Bronzebeard, long the Speaker of Azeroth, will confront the heavy weight of that responsibility once and for all. Champion! The Wounds Champion! Yes! Ob sie was zu Sylvanas sagen werden? But that brings us to, I know you saw this in the features trailer, Alaria Windrunner. Mhm. Alaria's journey will be central to the events of the themes of the War Within, as she, a Void Hunter, will use all of her prowess to hunt down the Harbinger while being torn between her own nature
and the maddening call of the void to which she is attuned. Along the adventure, we'll have a unique rivalry with Xalatath, whose twists and turns will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about. Aber interessant, oder? Dass sie Xaltas jagt. This saga is only just beginning. Conceived to be... Yes! Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft, the World Soul Saga aims to redefine the storytelling in our expansion set. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Gotta do my best Mets in there. Justice! And the importance of finding common ground as well as ourselves amidst adversity. Up next, may I introduce Maria Hamilton, who will be sharing more about our zones and cultures in the war within. Thank you so much. Aber warum jagt die Xalatas? Das verstehe ich nicht. Weil Xalatas arbeitet doch mit der Void zusammen. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. All das raff ich gerade nicht. Maria Hamilton. I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you though because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've got to show you. So let's get started. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Okay, as Taryn mentioned earlier, we'll be called by the Radiant Song, dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Khazalgar, a place long forgotten. Wobei, das wurde geleakt, Khazalgar. It's only through recent explorations in Uldaman that we've discovered a Watcher report concerning a contingent of Earthen that was sent to this place long, long ago to investigate a fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen. Ooh, there you go. There you go. All right, we have met Titan-forged Earthen before, of course, in Uldaman and other places. But this society of Earthen has been isolated within Khazalgar. Ja, sie sind schon ganz cool, muss man schon sagen. Aber vor allem, man könnte die als Horde ja wohl auch spielen, ne? And they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out, you know, that kind of thing. It's an allied race. But philosophically, they are guided by the edicts of the Titans, a set of codified orders, duties, and expectations that provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. They now exist as three groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Their charge is guarding the Core Way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. They're primarily the city dwellers. Das sind also die verschiedenen Clans, wenn man möchte. Now the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious by the Oathsworn. Their original responsibility was providing the materials to keep the Titan installations supplied, and they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be acquired. They rarely interact with the city dwellers. They feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured.
And that's not good, of course, but a much more serious problem is their steadily dwindling numbers. For reasons that I'm not going to get into here and now, New Earthen can't exist until we help them out by doing some things and unite the Earthen society once more. Happily, as a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. Aber wie gesagt, müsste auch dann für eigentlich die Horde sein. These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Das ist schon cool, oder? Bei der Horde solche Viecher zu haben. It is of course player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and customizations coming for the Earthen models, including different gem incrustations, beards for all body types, rocky skin patterns, tones, and more. Now that golden mohawk with the braids and the fringe beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep, what do you want me to do? So anyway, all right, moving on. Another cool culture that players will encounter in the War Within is the Arathi. Oh. Yeah. Yeah, and you probably have questions, right? Yeah. So these are descendants of the original Arathorian Empire, and they've arrived Krass. relatively recently and through some somewhat mysterious circumstances. And they find themselves trapped here within Khazalgar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light to the darkness. They're tough, resilient people with every member of the society. Ich glaube aber nicht, dass das unsere Freunde sind, ehrlich gesagt. Some few are further blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Ich glaube, die sind eher vielleicht sogar unsere Gegner. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough. These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of Nerubians has been held back so far from invading the Arathi lands. The assault is unrelenting, the threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. Okay, doch, wo auf Alright, speaking of the unserer Nerubians Seite. War Within, we'll explore their last kingdom deep within Khazalgar. These ancient survivors of the Black Empire who rejected their former masters have developed their own culture here in the deep darkness. As Taryn mentioned earlier, Xalatath has made a bargain with the Nerubian queen Ansarek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger has included some assistance for her troops. Through some dark alchemical process, Xalatath has provided the knowledge required to evolve chosen Nerubians into paragons of their race, enhancing their viciousness. And Queen Ansarek has embraced these modifications with enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger's schemes. It appears to be a win-win situation. But not all Nerubians Sprich, das ist ein share their Bündnis zwischen den beiden. for change and her embrace of Xalatath. Shadowy figures with far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition to the Queen's desire. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've never encountered before. Here's a layout of some of the Nerubian models that are completed and also some that are in progress, as well as scale reference for goblins and humans, so you just get a sense of size.
In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. All right, let's talk about our zones. The surface of Khazalgar is our first zone, called Das the ist Isle of Khazalgar. Dorn. Ja. This is the home of the earthen surface dwellers, as well as other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, Ja, es sieht halt schon schön aus, was? Ist halt wirklich so zwergenmäßig. An important facet of earthen society is cinderbrew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey, produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight, as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Sieht echt schön aus. Harvesting is always an exciting time, as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now, the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who, if so blessed, becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the earthen people. Okay. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for their most part, the existence is fairly relatively peaceful, fairly sort of peaceful. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored as adherents to the edicts. Those sites are now in disrepair, and in some cases, the lair of other creatures. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, and crafters. Ach, das ist Isle of Dorn, okay. Traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway, the defense of which is the Oathsworn's primary charge. Now, beneath the surface of the Isle of Dorn lies our second zone, the Ringing Deeps. As the name suggests, it is here that the earthen are engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas of this cavernous space are huge, complicated machines, lava-heated foundries and forges, Aber wo ist das? waterworks, both to cool and to power huge machinery. Maintaining these Titan mechanisms and keeping everything running is both the responsibility and the passion of the machine speakers. The earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above. Oder ist das alles auf Khazalgar? Cenotes bring light and water into areas once shrouded in darkness. Abundant greenery, flowers, and creatures that do not typically dwell in caverns may be found in these idyllic spots. It was really important to us as developers that Boah, we das sieht delivered nice advances aus. of the hard-working industry, but still had some break-up areas. Das sieht richtig cool aus. Natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Boah, Junge, ey. Now, as the Iron Forge. speaker population has dropped, they've had increasing difficulties with kobold incursions. And indeed, the kobolds have taken over the mines, the work areas. They've even built a city of their own. Unexpectedly, the kobolds are actually becoming a force to be reckoned with under the aggressive actions of their leader, the Candle King. You knew Ah, the Candle King. Oh, No man. take candle. No take candle. With the passage of time, the earthen have diminished both in number and in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes. The old ways have been forgotten. Ich glaube doch, dass das alles doch geleakt worden ist. If the edicts are to be obeyed. So they're kind of making it up as they go along. Müssten wir sicher. From the Ringing Deeps, we descend further into Khazalgar to reach Hollowfall. a Genau, vast Khazalgar, das area ist der Kontinent und das sind die bordered by einzelnen endless Gebiete underground darauf. sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has allowed the Arathi to Das sieht so survive, krass aus. using their airships to travel to high plateaus and establish docks, light towers, villages, and even a Dieser priory. Kristall, ey. From their capital of Mereldar, these trapped people strive to keep hope alive and spread the light. Boah, das sieht echt Engaged cool in a aus. near constant battle with the Nerubians at their borders. The open spaces, the bright light, and the greenery are intended to feel as though we're on the surface, somehow, rather than in this sort of strange hollow within Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation.
You may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in Hall of Fame. Also mir gefällt das bis jetzt. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years, where once the light was steady and reliable, it now fades without warning, plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis and other fierce creatures emerge from the sea to rampage. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal, so far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Aj-Kahet. That almost rhymes. Anyway, the Nerubian city of threads has been built on the ruins of itself, over and over and over again. As areas decay and crumble, a new district is built upon its ruins, and as a result, the city climbs ever higher. Those Nerubians favored by the queen, or possessing enormous wealth, or both, command the greatest views and live in the highest places over these swarming masses of the many districts. The Burrows is the home of the scavengers, the forgotten, deep in the decay and the filth. The Umbral Bazaar is a trading hub of fine silks, fascinating alchemical discoveries, and other exotic and hard-to-find goods. The Skanes are the home of the lore keepers and scholars who toil Es sieht schon cool aus, muss ich sagen. And research myths and legends of Azeroth. There are many other districts and less than savory neighborhoods, both well-known and secret, that the careful adventurer could discover, should they risk life and limb to do so. But the key to such exploration is fitting in among the Nerubians and being accepted, an enterprise best accomplished through skill in the use of pheromones and considerable bravery. The zone of Aj-Kahet features areas of spectacular dark beauty that are inhabited by these creatures that have found a way to live among the Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes has stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. And deep within the city itself, the Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose. But I'm sure that's fine. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, Deswegen machen die in Dragonflight jetzt auch gerade hier, deswegen haben die diese Höhle auch kreiert, um das wahrscheinlich für die Expansion zu testen. Aber man kann halt überall da fliegen, ja. All of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zaralek Cavern, allowing for the seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Aj-Kahet. That was video I just captured last week. Ah ja, okay, da sieht man das. Das ist alles unter der Erde wohl. We built for dynamic flight, and we were able to flow directly between the zones without the load screen. There is some seriously Du kannst komplett ohne Ladebildschirm da durch. Moving across these zones and through these spaces. It feels so cool. Das ist schon krass, irgendwie. Vor allem unter der Erde. It's so exhilarating. Now, this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were Also sprich, die haben auch so verschiedene Höhen, ja. It was really important to our design that while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel that way, and that they were distinctly different from one another. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the ringing deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. And within a hollow wall, we created a massive hollow space in a cavern so vast it feels like an exterior, with a huge artificial sun in the form of a gigantic crystal. And
Also sprich, obwohl das unter der Erde ist, fühlt es sich trotzdem irgendwie so an, als wäre es über der Erde. Weil es so eine riesige Größe mir beinhaltet. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and systems. Ja, ich bin mal gespannt. Vor allem auf die Systeme bin ich gespannt. Da ist Morgan Day, den kennen wir auch alle. Hello, BlizzCon. Boah, das T-Shirt sieht cool aus. And I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 new dungeons coming in The War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4. Okay, also ähnlich wie mit Dragonfly. As well as 4 at max level. There's a lot of really cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon, Stone Vault. Candle King, where there's like a light mechanic that takes place. You have to kind of keep it going to light the way. Old City, das hört sich gut an. Dungeon, of course, but also one of my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where you'll experience, all of our earthen buddies, and this is the place where they make that Cinderbrew mead that she was talking about. They take in all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead, to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid, the Nerubar Palace. So this is an 8-boss raid that will take place in the zone of Aj-Kahet. Ja, und wahrscheinlich ist die Königin dann der Endboss. We keep hearing about that we see play out between the Nerubian Empire, their queen, and her collaboration with Xalatath. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid. And on the right, it's more of like a side cutout. So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like this, as it's much easier to iterate while we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game and it's all blocked out. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and/or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Aj-Kahet. And then you'll battle your way through the harvest pits, and then finally traverse your way back up through the stalactite wing. Also sprich immer so verschiedene Höhen in dem Raid. So you finally fight your way into the Queen's inner sanctum, where you'll come face to face with her as the end boss. Ja, as you can see, this Endboss, will kind klar. of feel like a winged raid in terms of the vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to for a raid with some winged vibes. So something that I also think is fun to talk about really quick is with all of our dungeons and raids, we like to try to explore like what is the thing that's going to make this space feel really unique, that's going to make it stand out from all the other times that we've built these dungeons and raids. And with this space, we really thought that, given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing like webs and silken threads that you can kind of traverse the zone through. We thought it'd be really fun to explore verticality as a major element to this raid. So I think that'll be really fun to see what the team comes up with for that. Next up, let's talk about systems. Gucken, ob jetzt irgendwas Neues kommt. So I want to walk you through some of our features and systems at a really high level, but first I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these into The War Within. So first and foremost, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into The War Within. And really when we talk about that, there's 3 main pillars that I want to touch on. First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things. Genau, also es war ja in Dragonflight so wichtig, soll nicht nur auf eine Expansion ausgelegt sein, sondern auf mehrere. Generell.
Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world exploring things, we want to make sure that there's something in War Within that you can really geek out over and that resonates with you. And finally, we want to make sure that we're continuing to build on our philosophy and build on our systems and content with people who play multiple characters in mind. We want to make sure... Respecting players' We want time. to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated into the outdoor world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining Outdoor the Dragon world. Scale expedition in their search for lost treasures all across Calsportaleu. So delves are an evergreen feature that is really integrated into that outdoor world experience. We want delves to be a new pillar of endgame content for those outdoor world explorers. We really view this as something like when we added world quests back in Legion, where they are going to be really integrated and transformative into that outdoor world, especially that endgame loop. Okay. So one of the main reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity for us to, give seasonal content and rewards. Also sprich, man ist in der Welt unterwegs und da hast du irgendwie dann so bestimmte Herausforderungen und du bekommst dann halt trotzdem Transmogs und Mounts und all so Kram. Outdoor row to the Great Vault with War Within. Oh, und es wird mit der Weekly Chest scheinbar irgendwie, also mit der Vault verbunden. Das ist ganz cool. Also sprich, wenn man da mehr Bock drauf hat als auf Dungeons oder so, dann kann man da irgendwie auch wohl was bekommen. Das ist doch ganz nett. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players and be role agnostic. So that means if you want to play a delve solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, that works as well. Or you can bring your dungeon group in. Also kannst alleine spielen oder bis zu 5 Leute. Ja, kann man trotzdem nicht so viel drunter vorstellen, finde. And I would be remiss if I didn't mention one of my favorite features of delves, which I think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures. So for season 1, that'll be Bran Bronzebeard, as you can see. Der gute Bran. We'll be tagging along with you on all of your delve adventures, and will totally never, not even once, aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. Also sprich, kann nochmal Gegner dazu pullen. Bran will have a customizable talents and mechanics and abilities that you'll be able to kind of load out. Ah, okay, du kannst die Talente irgendwie auch wohl bestimmen dann. So, maybe you need a little bit of extra healing. Well, you can load Bran out to provide that for you. And finally, you wouldn't be exploring with the Dragon Scale expedition if at the end of every delve there wasn't this massive treasure trove that we need Bran to open for us, which hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that, and then Bran will... Ah, okay, das heißt immer unterschiedlich, was man da machen muss. Next up, let's talk about warbands. It's happening! Alles accountweit! So warbands are a system that we're introducing that will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Warbands are an opportunity for us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. Und nicht 10 Millionen Charaktere haben. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no singular UI screen that says warbands. It's more of all these modifications and updates and features are kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. Okay. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those
appearances in The War Within. So for all of you who have... Transmog ist immer wichtig, das wissen wir. So that means all of you who have probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances, that won't be the case anymore in War Within. You'll just be able to run it with 1 character. And oh yeah, Holly mentioned this already, but this is obviously one that people are looking forward to. All of our reputations, Alles accountweit. The War Within will be shared across your entire account. Gott sei Dank, da haben sie auch nur wie viele Jahre für gebraucht? Oh Gott. Last but not least, Hero Talents. So here's a quick mock-up of what the UI will Keeper look like. of the Grove. Explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. Okay. And also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to es bleibt die ganze Zeit. choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, so amazing. So Hero Talents will introduce these new, small, self-contained talent trees like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is like, currently we have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points. Ja. And now in the War Within, there'll be a 3rd type called Hero Talent Points. So let's look at a quick example, which hopefully explains it a little bit more. Jetzt bin ich gespannt, was die sich für die Klassen ausdenken. These are the 3 hero talent trees that they'll have available: Mountain Thane, Colossus, and Slayer. Slayer. As you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, you'll so läuft das. Yep, that's right. Mountain Thane and Slayer are their options, and down at the bottom, Colossus and Slayer are their options. So this is how the majority of our classes are going to look in The War Within. The exception, of course, being Druids and Demon Hunters, who are a bit special, so theirs will look a little different. Das ist echt eine coole Idee eigentlich. As well as how it'll feel playing through as you're leveling through The War Within. So the system will automatically unlock at level 71, and it'll just kind of appear in your UI. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80. And there are 10 talent points in total with several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact, where as you were leveling and progressing, you were making some choices along the way, but ultimately you're going to unlock the whole tree. Finde ich gut. And also, I want to be very clear here. These are extremely low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap between the different hero talent trees. Okay, also du kannst relativ einfach immer hin und her wechseln. So, this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, at the start of a raid boss, before Mythic Plus, kannst du halt schnell switchen. kicks off, and anywhere in between. Je nachdem, was du machen willst. I wanted to show off a really quick video of what hero talents look like in action. Okay. This is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets. There's a couple cool... Okay, das ist schon mal cool. A lot of other cool stuff going on there as well. I heard some oohs. Our effects artist will be happy. Aber da sind sie, glaube ich, noch ganz am Anfang, wenn ich mir das so angucke. Also ich glaube, da brauchen sie noch lange für. Ach, das war schon der ganze Panel. Morgen gibt's dann Deep Dive noch, okay. So thank you all so much. I hope you have a great BlizzCon. Bye. Ja, Leute, ich glaube, wir sind raus. Hi, Sascha. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Ich meine, so ein großes Feature gibt es irgendwie nicht, oder? Also, ich meine, diese Delves, das hört sich ganz interessant an. Du bist halt in der Welt unterwegs, so ähnlich wie mit World Quest, und dann bist du da in irgend so einem, keine Ahnung, kannst in so eine Art Dungeon gehen und dann kannst du da irgendwie irgendwelche Herausforderungen machen.
Und am Ende bekommst du halt eine Belohnung und du kannst es sogar irgendwie mit der Weekly Chest oder mit der Vault irgendwie verbinden. Ich finde, Hero Talents hört sich gut an, aber das ist halt noch so am Anfang. Weiß nicht. Also die Expansion habe ich mega Bock drauf. Ich finde die Gebiete super cool und so. Bleibst bei Classic. Ja. Also ich finde wirklich, dass die Story sich super interessant anhört. Ich finde, die Gebiete sehen gut aus. Ich finde auch das Design ganz cool. Ich finde auch, dass du halt so unter Wasser, nicht unter Wasser, unter Erde fliegen und so wie jetzt mit den Zark Caverns ist auch ganz cool. Aber sie haben halt nicht so ein großes System, was irgendwie so bedeutsam ist. Du hast jetzt halt, aktuell in Dragonflight hast du den Talentbaum und jetzt hast du so einen ganz kleinen Baum mit 10 Talentpunkten. Weiß nicht. Also, hört sich nett an, aber ja. Gut, es ist halt alles accountweit, ist halt eine gute Sache. Also, ich habe schon Bock auf die Expansion, sehr sogar, aber ein riesiges Feature gibt's halt nicht. Aber braucht man das immer? Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich meine, Dragonflight vermisse ich ja auch nicht. Ja, schlaf gut, Sascha. Oh. Ja, morgen ist noch was, weil wir können mal ganz kurz durchgehen. Gibt es jetzt noch heute irgendwas? Okay, um 23:30 Uhr würde es noch ein World of Warcraft Classic Panel geben. Das könnte man sich noch geben. Also morgen streame ich nicht, kann ich euch schon sagen. Aber morgen Abend gibt es noch Diablo 4 Campfire Chat und wir haben hier ein Deep Dive noch. Morgen 20 Uhr. Ja, wir können uns das heute noch geben, aber ich weiß nicht. Ich meine, Cataclysm ist klar. Weiß nicht. Ich finde, die Expansion hört sich wirklich gut an. Aber ja, ich meine, zum Großteil ist es so, wie es immer war. So, sind wir ehrlich. Also, gibt jetzt keine Innovation, gibt es halt nicht. Ist halt die Frage, brauchen wir es nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird eine gute Expansion. Vor allem die Story sieht halt richtig interessant aus. Sie haben sich wirklich viel überlegt, finde ich. Und ja, ob jetzt die Hero Talents, ob die cool werden oder nicht, wer weiß das schon. Ich habe, by the way, einen Sub bekommen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wann war das? Ich habe irgendwie einen Sub bekommen, aber irgendwie steht hier nichts. Lustig. Naja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. So, ist Falco eigentlich noch da? Falco, bist du noch da? Ich schreibe dir mal bei Discord an. Ob wir jetzt noch ein bisschen zocken wollen. Und kann er noch was dazu sagen? Streamt er eigentlich? Nee. Nee, es stimmt nicht. Okay, ich werde jetzt mal kurz ihn anschreiben. Ich würde jetzt noch gerne ein bisschen Diablo zocken, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich glaube, wir sind durch, was, Freunde? War auf jeden Fall eine sehr coole BlizzCon, wie ich finde. Also die Opening Ceremony, das und Chris Madsen, das war echt, war geil. Also bin ich ehrlich, das war herausragend cool. Und ich finde die Expansion halt auch wirklich interessant. Aber ja, man muss halt spielen. Da können wir auch nochmal reingucken. Das Ding ist halt so geil.
Jeder von uns hat seinen Teil zu dem beigetragen, was hier passiert ist, sagt Mephisto. Du hast deine Wahl, diesem And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Jetzt habe ich das verstanden. Es geht wirklich halt um, wie hieß sie? Um das Mädchen, was der in dem Sinne jetzt mit Mephisto unterwegs ist. Und er sagt nach dem Motto, jeden weiteren Schritt in dem Sinne, den sie geht, wird er stärker. Also das wird eine geile Expansion, das weiß ich jetzt schon. Das wird ein Riesending. Vessel of Hatred. Also da freue ich mich mega drauf. Ich bin voll gespannt, was es für... Vor allem late. Also sprich, das kann vielleicht sogar noch Dezember nächstes Jahr so werden. Also es wird auf jeden Fall sehr spät. So. Jetzt am Stream, warum wird mir das nicht angezeigt? Ja. Ach da. Okay. Also, Falco streamt jetzt noch, Leute. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Diablo. Denkt daran, nächste Woche Mittwoch, ab dann WoW Retail wieder mein Main Game. Dann werde ich erst wieder wahrscheinlich frühestens Anfang Januar wieder Diablo spielen und streamen. Von daher, ja, machen wir jetzt noch ein paar Tage ein bisschen gemütlich. Ja, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wir zocken jetzt noch ein bisschen und ja. Ich fand's mega cool. War echt ein Highlight-Stream, ich finde, und hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich werde den Stream ganz kurz neu starten, weil dann kann ich das einfacher hochladen auf YouTube. Also bitte bleibt alle dran. Ich starte nur ganz kurz neu. Bitte haut nicht ab. Danke.